passt in dieses bisschen in diese akademische Kritik. Und es ist, dass ja einmal die Medizin nicht nur entstanden ist sozusagen aus dem akademischen, sondern auch aus dem praktischen. Und kannst du ja mal sagen, welcher Beruf, von dem man gar nicht davon ausgeht, dass die das eigentlich gemacht haben, der Beruf des Chirurgen entstammt ist? Ja, das waren oft Handwerker und häufig waren es sogar das, was man früher als Barbiere oder als Friseure, Barbier ist der ältere Begriff, aber und es waren oft auch, manchmal waren es auch Schmiede, also es waren handwerklich geschickte Leute, die oft Zähne ziehen konnten oder die eben so körpernahe Dienstleistungen wie eben Haare schneiden oder rasieren gemacht haben und da dann schon mal mit kleinen Wunden oder kleinen Verletzungen zu tun hatten und von daher oft handwerklich sehr geschickt waren. Es waren zum Teil auch Henker, das passt natürlich wieder zum Chirurg als Metzger, die natürlich auch gewisses Körperwissen hatten, die über die Anatomie Bescheid wussten, besonders gut über die Halsanatomie und die zum Teil aber auch den Ruf hatten, dass sie quasi so über besondere Elixiere verfügten, also dass sie zum Teil aus Leichenfett gewonnene Aphrodisiaka, also Potenzmittel oder andere Zaubermittel da herstellen konnten, also die gab es zum Teil auch und oft war das also der Krieg war ein Lehrmeister der Medizin, also da wurden einfach sogenannte Fälscher, also Feldscherer, daher kommt der Scherer wirklich von Abschneiden, Amputieren, also das waren Wundärzte oder Fälscher und die haben nicht studiert, das waren meist so Handwerkschirurgen, kann man heute sagen, die eben zum Teil natürlich praktisch viel besser und erfahrener waren als die studierten Medici oder Physici, die oft nur, als jetzt auch etwas klischeeschlau daherreden konnten und so ein bisschen Kräutertinkturen und irgendwas halt anrühren konnten, aber meist die Finger davon gelassen haben, also jetzt vom konkreten irgendwie Wunden behandeln oder überhaupt Menschen konkreter anfassen und das hat sich erst relativ spät haben die dann zusammengefunden und witzigerweise ist dieses, heute so in Barbershops gibt es auch diese Spiralen, die draußen blau-weiß-rot und das gibt es Hinweise dafür, das soll darauf zurückgehen, dass Barbiere, die früher eben Zähne gezogen haben, dass die das quasi, wenn sie erfolgreich jemanden einen kleinen Abszess rausgeschnitten hatten oder einen Zahn gezogen hatten, dass sie dann so ein blutbeflecktes weißes Tuch rausgehängt haben. So quasi als Zeichen, hier wirst du chirurgisch handwerklich behandelt. Und wie gesagt, die waren zum Teil hoch angesehen und sind zum Teil mit ihren Namen her berühmter als die studierten Ärzte geworden, so wenn man im 13., 14., 15. Jahrhundert die Ärzte da, also Ärzte, nicht studierte Ärzte, sondern die Heilkundigen da anguckt und haben manche dann so ein Handbuch der Wundarznei geschrieben, also da ist draußen so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Wundenmann, also so ein Mensch, der dich auf diesem Holzschnitt da anguckt und der hat dann hier ein Messer drin stechen und hier eine Axt so drin hauen und hier ein Pfeil und also da ist klar, da drin in diesem Buch erfährst du oder siehst du auch gezeichnet, was du machen sollst, wenn einer diese oder jene Verletzung hat durch Waffen und Wunden. Und gab es ja auch einige, die dann zum Beispiel Leibesarzt waren von Königen und so, also obwohl sie nicht studiert haben, sondern die als Friseur angefangen haben und dann... Ja, und es gibt auch, ich weiß nicht, einige kennen, es gibt so ein Trunk- und Spottlied über Andreas Eisenbart, ich bin der Dr. Eisenbart, probiere die Leute auf meine Art. Ich hab's ganz, dieses Hyperironische von dem anderen Kollegen? Ja, so nach dem Motto, der eine hat einen faulen Zahn, ich schoss ihn aus, dann gab er Ruhe und ich krieg jetzt den Reinchen, müsste ich dann nachgucken und vorlesen, aber so nach dem Motto, in diesem Spottgedicht und so. Also er kann nicht gehen, er kann nicht sehen, also helfe ich ihm zu gehen und solche Sachen. Ja, aber im Sinne von, ich schneide ihm auch das andere Bein ab, dann ist er Ruhe oder ich nehme den Strick und dann hat er keine Halsschmerzen mehr. Also, und das war aber in Wirklichkeit ein hochkompetenter, fahrender Arzt, also damals gab es schon sesshafte Ärzte in den Orten, aber es gab auch viele, die so wie auf Jahrmärkten unterwegs waren und dann wurde auch schon manchmal vorab angekündigt, angeschlagen, so, da kommt jetzt der und eben so Starstecher und Steinschneider, also die Linse rausgeschnitten haben, wenn die trüb war, oder eben Blasensteine rausgeschnitten haben und ja, da zieht sich dir zusammen, ich sehe schon. Bei beidem, ja. Und da war der Eisenbart offenbar sehr geübt und sehr gut und das hat ihn irgendein preußischer König auch über 200, 300 Kilometer angefordert, nachdem einer seiner Generäle bei einer Schlacht irgendwie eine Augen-Hirnverletzung, Kopfverletzung hatte und er hat das offenbar geheilt, also das war ein sehr gesuchter, populärer Arzt und dieses Lied, was auch erst deutlich nach seinem Tod entstanden ist, das ist, also macht ihn viel zu schlecht, auch wenn das heute in irgendwelchen Studentenlieder noch vor ist. Es ist witzig und ich finde es lustig, ich komme ja aus Göttingen und da ist in der Nähe Hannover-Schmünden, Stadt zwischen Kassel und Göttingen, wo die Weser entsteht und da gibt es so eine Gedenktafel, weil er da länger gelebt hat oder sogar gestorben ist und da steht dann nur hier, starb glaube ich Dr. Andreas Eisenbart und dann ein Spruch darunter, er war besser als sein Ruf. Finde ich eine nette nachträgliche Würdigung, dass man ihm da diese Ehrung anerkannt hat. Aber zu diesem Klischeebild, ich muss jetzt noch zwei relativ schlechte Arztwitze erzählen, wenn ich darf. Ich muss kurz zum Eisenbart was sagen, was ich auch spannend fand, was du reingeschrieben hast, ist, dass er normalerweise sind die Ärzte immer gegangen, nachdem sie Sachen gemacht haben. Er war einer der wenigen, der da geblieben ist, weil er auch so selbstbewusst war, weil oft auch Ärzte dann entweder sogar stark angegangen worden sind, wenn es halt Nebenwirkungen gab in der Therapie. Deswegen nach dem Behandeln immer schnell das Weitersuchen. Ja genau, weil du natürlich sagen kannst, also viele haben dann Eingriff gemacht, sind in die nächste Stadt gezogen und wenn es dann Komplikationen gab, waren sie weg. Und mit der Strafverfolgung oder Kunstfehlerprozessen war es früher nicht ganz so weit her und er ist, wie du sagst, oft wiedergekommen in die Stadt, wo er schon mal war, wo man dann ihn ja auch hätte belangen können, wenn was schief gegangen wäre. Also das ist zumindest überliefert, dass er wohl wirklich ein sehr, sehr guter, erfahrener Dottore war. Genau. Deine Arztwitze? Naja, das eine ist so ein Klischee-Ding, was du relativ früh im Studium schon mitkriegst, aber es passt genau zu dieser langen Trennung von Chirurgen und Internisten und da ist immer der Spruch, ich hoffe, ich krieg's hier zusammen. Der Chirurg weiß nichts, kann aber alles. Der Internist weiß alles, kann aber nichts. Der Pathologe weiß alles und kann alles, kommt aber immer zu spät. Und dann gibt es noch was Gemeines über einen Psychiater, das sage ich jetzt aber nicht. Wieso nicht? Naja, der weiß nichts, kann nichts. Genau, ist aber immer betroffen. Was aber ja, wir haben ja, ich meine, Psychiatrie und Psychosomatik ist was anderes, aber wir haben ja beide, wissen ja, wie wichtig und bedeutsam die Psyche ist und alles, was damit auch zusammenhängt. Insofern finde ich den jetzt sehr gemein. Natürlich stimmt das für die Chirurgen und für die Internisten so auch nicht. Ja gut, ich glaube, Psychiatrie ist halt auch einfach ein Fach, die haben sich halt auch das komplexeste Organ ausgesucht. Gut, haben die Neurologen natürlich auch, aber die sind da noch mehr auf der, genau. Und, ja, genau. Ja, aber das ist ja die Geschichte, das Kontinuum geht ja weiter. Nee, also bei diesem, wie haben die diese Linsen rausgestochen bei diesem, was war das, Grauer Star haben? Ja, genau, man hat die früher, also es gibt zwei Techniken, das eine raus, das andere, du schneidest in die Hornhaut und drückst sie dann quasi runter. Das ist eine vergleichsweise einfache Technik, die es sogar schon in der Antike gab. Also und man war oft erfolgreich und wenn du das mit ein bisschen Sauberkeit hingekriegt hast, dann konnte das auch die Sehkraft deutlich wieder verbessern. Wow. Und das andere, das ist der sogenannte Steinschneider. Das finde ich auch interessant, weil ich hatte ja vorhin erwähnt, ich habe auch ein paar, wie ich finde, sehr unterhaltsame, oder insgesamt versuche ich das sehr unterhaltsam zu machen, auch mit Janosch und ich mache dich gesund, sagte der Bär und solchen, oder Schneewittchen habe ich ja vorhin erzählt. Also es gibt jedenfalls die Geschichte von Jan de Dood, einem Schmied aus Amsterdam und der soll sich im Jahr 1651 selbst einen Blasenstein entfernt haben. Heute kennt man eher Gallensteine oder Nierensteine. Blasensteine waren früher häufiger, lag wohl teils an der Ernährung, teils an mangelnder Hygiene, wenn man sich zu selten die Unterhose gewechselt hat. Und jedenfalls hat er dann zwischen Hodensack und Anus einen Schnitt gesetzt, offenbar, und dann von da diesen Blasenstein entfernt. Es gibt Interpretationen, dass vermutlich schon also er hat das selber gemacht, er hat seine Frau zum Fischmarkt geschickt und sich dieses Messer als Schmied, er war selbst angefertigt. Es gibt Interpretationen, dass das eigentlich nur gelingen kann, wenn da vorher schon Narbengewebe war, also wenn vielleicht so ein professioneller Steinschneider das versucht hat, aber nicht erfolgreich war, weil sonst eigentlich man davon ausgeht, dass es keiner aushält, sich so stark da zu schneiden und weiterzumachen, trotz dieser Schmerzen. Es gibt auf jeden Fall dann ein Gemälde, was 5 Jahre später entstanden ist, habe ich auch im Buch abgebildet von Karl von Savoyen. Da sieht man diesen Schmied mit relativ missmutiger Miene, der diesen Stein, fast hühnerei groß, so in die Kamera nicht, aber dem Maler entgegenhält. Und
Ja, es gibt die Interpretation, dass er deswegen so missmutig guckt, weil er nach diesem Eingriff inkontinent war, also nicht mehr den Hahn halten konnte. Aber das finde ich eben auch interessant. Das ist natürlich auch eine Geschichte von nicht Sex and Crime, aber doch Blut und Crime viel dabei. Und eine meiner Lieblingsanekdoten ist auch die von der Analfistel von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig. Ich habe ja schon erwähnt, dass gerade am französischen Hof es offenbar viel Verstopfung gab und auch Voltaire und Diderot und andere große Die haben alle gerne sich da Einläufe geben machen lassen und haben auch gesagt, was gebe ich für meinen Nachruhm gegen eine flüssige Verdauung und wie schön wäre es doch endlich in Ruhe auf den Nachtstuhl zu gehen. Und also muss sitzende Tätigkeit, einseitige Ernährung, was auch immer. Also Einläufe waren sehr häufig und Ludwig XIV., der Sonnenkönig, hatte eben eine Analfistel, also eine Entzündung am Darmausgang, da ganz nah, lästig, aber nicht lebensbedrohlich. Und dann hat er seinem Leibarzt, Dr. Felix, gesagt, schneid das mal raus. Und Dr. Felix, wir schreiben das Jahr, ich glaube, es war 1686, also noch so gut 100 Jahre vor der Französischen Revolution. Guillotine war noch nicht so in Gebrauch, aber er wusste, wenn das schief geht, ist das vielleicht nicht so mein Besten. Also hat er erstmal geübt. An wem hat er geübt? An 75 fistulösen Parisern. Denkt man sich auch, woher hat er 75 Pariser mit Fistel gehabt? Was leckt denn die Scheiße so, Junge?
gehabt. Das waren Menschenversuche, das waren nämlich Gefangene aus der Bastille. Die hatten wahrscheinlich nicht alle eine Fistel, aber er hat einfach da geübt und nach ein paar Wochen Übung hat er dann jedenfalls diese Operation durchgeführt. Hurra, es ist gelungen, der König wurde erfolgreich von seiner... Halbes Jahr hast du geschrieben, hat er geübt. Ein paar Wochen, Monate, genau, halbes Jahr. Und dann ist es gelungen. Ich auch an seiner Stelle. Und Dr. Felix wurde daraufhin in den Adelsstand erhoben, hieß Dr. Felix du Tassy fortan. Und der relativ berühmte Barockkomponist Lully wird bis heute gerne gespielt in klassischen Häusern, hat darauf ein Musikstück komponiert und gedichtet mit dem Text Grand Dieu, sauve le roi, also großer Gott, Lobpreise, Ehre den König. Und französische Medizinhistoriker sind der Meinung, dass das Vorbild für die englische Nationalhymne God Save the King, God Save the Queen ist. In England findet man da keine entsprechenden Quellen, aber in Frankreich habe ich 2, 3 Aufsätze, die das behaupten, gefunden, französische, die ich auch zitiere. Und wenn das stimmt, dann würde das berühmteste Musikstück der Welt, zumindest Englands, nämlich die Hymne, auf eine Fistel am Hinterteil des Sonnenkönigs zurückgehen. Und das sind natürlich dann auch so nette Anekdoten, die ich da gerne dann im Buch untergebracht habe. Nee, das ist immer witzig, und dann so ein paar Funny Storys noch sozusagen neben dem medizinischen, was immer lustig gewesen. Nee, das fand ich faszinierend mit den also wie sozusagen sich die Chirurgen dort dann entwickelt haben. Was ich auch spannend fand, war die Geschichte der Krankenhäuser. Also wie sozusagen eigentlich Krankenhäuser durch was ganz anderes entstanden sind, als man denkt. Ja, gibt es verschiedene Strömungen, verschiedene Entwicklungen. Das eine ist, dass man sagen muss, dass es schon in der Antike so Ambulatorien oder auch so Heiltempel gab, da rund um auf der Insel Kos, wo Hippokrates gelebt haben soll. Es ist gar nicht, glaube ich, als historische Figur sogar gab, aber es gab zumindest die hippokratischen Schriften. Kann auch sein, dass es verschiedene Ärzte gewesen sind, also wo man so auch den Heilschlaf im Tempel, also im Prinzip so ein bisschen so Vorläufer von Kurkliniken oder Ruheanstalten, Wellness-Tempeln so vermuten kann. Und dann also das gab es da schon und auch die Römer hatten da entsprechende Einrichtungen, oft auch so mit Spa-mäßig, also mit so Thermen und Caracalla-Thermen waren ja in Rom die größten und bekanntesten. Und also dass man auch schon wusste, dass so durch Natur- und Wasseranwendungen, also das waren schon auch so erste Vorläufer von Krankenhäusern. Und im Mittelalter war es dann so, oder auch im Frühmittelalter, das ist einerseits, waren so Kranke wollte man auslagern, damit sich keine anderen anstecken, also Leprosorien, also wo man Menschen mit Lepra abgesondert hat, oder Pesthäuser. Also raus mit denen, raus weit an die Stadt, an den Stadtrand, irgendwo auf den Acker. Und die dann auch da manchmal so mehr schlecht als recht vor sich hin vegetiert haben. Wenn sie Glück hatten an Weggabelungen, dann oft auch dann irgendwie bettelten, damit sie irgendwie ein bisschen Unterstützung hatten und zum Teil von Angehörigen gepflegt wurden. Und dann hatte ich aber auch im Umkreis der christlichen Orden, Johanniter, Augustiner, Benediktiner und so weiter, haben sich dann so, also die christliche Nächstenliebe, wo es dann anfangs darum ging, dass die im Kloster die Mönche ihre Mitbrüder pflegten, die krank wurden und einige da dann eben immer spezialisierter wurden als Pflegekräfte. Das haben die Frauen getrennt, die Nonnen auch gemacht, ja auch heute bestimmte Pflegeorden, die heute noch so heißen, nach eben den Clementinerinnen und Benediktinerinnen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Strang, also aus dieser christlichen Nächstenliebe heraus. Auch heute noch gibt es ja viele so Krankenhaus im Heiligen Geist, die also auch räumlich noch Klosteranbauten sind oder waren, oder da war mal ein Kloster, aber der Krankenhausbau besteht noch. Und dann gibt es eben auch noch den Strang, und das gilt zum Beispiel für die Charité, wenn auch deutlich später, dass man, das hieß anfangs das Pesthaus am Rande der Stadt, also wo die Charité heute steht, das war nicht Berlin Zentrum. Da hat man, weil die Pest vom Norden über die Uckermark Richtung Berlin zu kommen drohte, hat man da eben so ein vorbeugend so ein Krankenhaus errichtet, ein Vorläuferkrankenhaus. Die Pest kam dann doch nicht ganz bis Berlin und dann war es anfangs vor allen Dingen was irgendwie auch für arme Bettler und liederliche Weiber, wie man Frauen nannte, die eben ungewollt schwanger wurden oder unverheiratet schwanger wurden, und das waren zum Teil auch relativ furchtbare Zustände da in diesem, also gerade auch in der Charité gibt es Berichte, wo dann die Ärzte und Pfleger den Kranken das Essen weggegessen haben und wo die, weil sie große Schlafsäle hatten, Infektionsraten relativ groß waren, weil viele war dann auch zum Teil zwischendurch auch als Lazarett für Soldaten, und viele Soldaten sind erst hingegangen, wenn sie schon relativ krank waren und haben dann andere angesteckt, also muss man sich jetzt nicht unbedingt als sehr, sehr guten Ort, um gesund zu werden, vorstellen. Und ein letzter Punkt, weil das vom Namen her auch noch daherkommt, es gab ja früher auch so Pferdewechselstationen und so Gasthäuser auf dem Weg. Und daraus leitet sich eigentlich dieser Begriff Hospiz ab. Also Gasthaus ist ja eben das Hospital oder Hospitality ist ja Gastfreundschaft. Also das Haus für den Gast. Und oft sind dann auch aus diesen Pferdewechsel- und Ruhestationen, Gasthäusern, wo manche erschöpfte Reisende dann länger blieben, haben dann auch so eine Umwandlung bekommen in sowas wie Krankenhäuser, Pflegehäuser dann mit der Zeit. Also das sind die verschiedenen Strömungen. Was ich da auch noch krass fand, ist das auch geschrieben, dass es eine Zeit gab, wo die Charité quasi, wo Leute gesagt haben, wenn du dahin gehst, die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, und auch Ärzte gesagt haben, die ist größer als das überlebst. Ja, durch diese großen Räume, durch die zum Teil grauenhafte Hygiene, durch die Ansteckung, wenn du mit mehreren im Zimmer lagst und 1, 2 haben irgendwie eine Lungenentzündung oder eine andere ansteckende und potenziell schwere Krankheit gehabt, dann hast du selbst, wenn du wegen was anderem da warst, möglicherweise dann wieder noch was eingefangen. Ich meine, das ist ja bis heute ein Thema, nosokomiale Infektionen, also im Krankenhaus erworbene, Krankenhauskeime. Also ist ja auch ein Thema, dass man da, das liegt natürlich zum Teil an den Katheter, nicht sauber oder nicht oft genug gewechselt werden oder so, die venösen Zugänge. Ist ja heute auch noch ein Thema, dass das passieren kann, auch wenn das natürlich, das muss man sowieso mal sagen, wir haben ja vorhin über Beginn von Anästhesie, Narkose und auch von Desinfektion gesprochen. Das eine 1845, das andere so 1870, 80. Also der Großteil der Menschheitsgeschichte lief ohne das ab. Und was allein diese beiden Entdeckungen, die jetzt gerade mal 150, 180 Jahre zurückreichen, was die den Menschen gebracht haben, das ist natürlich auch ein immenser Fortschritt. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, in welchen seligen Zeiten wir jetzt medizinisch leben, auch wenn vieles noch unerforscht ist und einiges nicht behandelt werden. Kannst du vielleicht kurz die Antisepsis erklären, weil wir hatten es mit Antibiotika auf der einen Seite, wenn man eine Infektion hat, aber die jetzt auch sozusagen, die Anästhesie haben wir auch, aber mit der Antisepsis, dass ich die Infektion halt verhindere beim OP. Genau, das, was wir bei Semmelweis besprochen hatten, Ignaz Semmelweis, also der erkannt hat, die Mediziner sollen sich die Hände desinfizieren, bevor sie die schwangeren oder gerade geboren habenden Frauen untersuchen, sodass man eben nach und nach gelernt hat, ich muss bei einem Eingriff jedweder Art, chirurgisch, heute wird ja bei jeder Blutentnahme, das kurz abgetupft ein bisschen oder besprüht und dann abgetupft mit Desinfektionsmittel, muss ich auf Sauberkeit oder, wenn nicht Keimfreiheit, dann mögliche Keimarmut achten, um eben das Infektionsrisiko zu verringern. Und das nennt sich Antisepsis, also überhaupt was dagegen tun, oder eben Asepsis, also Keimfreiheit. Und das ist so der Beginn um 1870. Josef Lister, hatte ich vorhin als Namen erwähnt, der das erkannt hat früh und dann bei so Operationen da bestimmte Desinfektionsmittel dann versprüht oder angebracht hat. Pest, spanische Grippe, so als Epidemien, Pandemien, die auch ganz prägend waren, glaube ich, so um zu verstehen, jetzt auch sagen wir mal mit der Entstehung der Krankenhäuser, die ja dann später nicht nur für Arme waren, sondern wo dann auch normale Leute hingegangen sind und sich das gewandelt hat und man, sag ich mal, so ein gesellschaftliches Verständnis auch hatte dafür, also eine gesellschaftliche Verantwortung für die Gesundheit von den Leuten, weil man irgendwann verstanden hat, wahrscheinlich, hey, wir sind ja alle gleichermaßen betroffen, egal ob reich, arm, jung, alt, was auch immer, egal in welcher Gesellschaftsschicht, und das ist ein Problem, was man gemeinsam anpacken muss. Ich glaube, so die Gesundheitsfrage ist wahrscheinlich eine der Fragen, die alle Menschen am stärksten eint, weil wir alle gleichermaßen davon betroffen sind. Und da finde ich auch so ein bisschen so die Sozialgeschichte von Medizin so super, super spannend, weil wir hier in Deutschland so einen schon einzigartigen Status haben mit so einem Gesundheitssystem, was schon wahrscheinlich eines der besten der Welt ist.
Ja, also die Gesundheitsversicherung und Fürsorge, Vorsorge, da sind wir sicher sehr weit. Also in den USA haben mehr als 40 Millionen Menschen gar keine Krankenversicherung. Das ist dann ja auch nochmal total gestaffelt, je nachdem, wie viel du bezahlst und was du dafür kriegst. Und da ist unser System schon deutlich besser. Gleichzeitig ist Deutschland nach der Schweiz und den USA das teuerste Gesundheitswesen der Welt, ohne, also ich will die Fortschritte nicht kleinreden, aber ohne in einschlägigen Parametern im Vergleich zu den anderen wohlhabenden Ländern, Industrieländern, da gibt es alle 2 Jahre so Überblicksstudien, Untersuchungen, wirklich vorne zu sein, weil da ist Deutschland eher im Mittelfeld oder sogar im hinteren Drittel. Ich rede jetzt von einerseits Lebenserwartung und ich rede aber auch davon, dass es sowas wie Mobilität und Beschwerdefreiheit im Alter, also es geht ja nicht mehr darum, wie alt du wirst, sondern wie lange du noch gesunde Lebensjahre im Alter hast und man es dann quasi Richtung Immobilität oder Pflegebedürftigkeit geht. Und da ist Deutschland nicht so weit vorne. Und da sind zum Beispiel bei der Lebenserwartung viele südwesteuropäische Länder weiter vorne als Deutschland. Bei diesen ganzen Mobilitäts- und wie aktiv noch im Alter sind Benelux und skandinavische Länder weiter. Bei Keimbekämpfung und Krankenhausinfektionen auch. Ist Deutschland auch nicht so gut. Also das ist, ich will nicht sagen, wenn man auf hohem Niveau, aber dafür, dass wir das drittteuerste System der Welt haben, ist es dann schon irgendwie nicht so doll, wenn man auf Platz 15 oder 20 weltweit ist. Also das englische Gesundheitssystem NHS hat sicherlich Schwächen und da wartet es zum Teil ewig auf Termine und so weiter. Andererseits ist zum Beispiel die englische klinische Forschung nicht um eine, sondern um 2 Klassen besser als die deutsche. Also Deutschland ist ganz schlecht, was so klinische Studien angeht. Warum? Das eine ist vielleicht das föderale System, das andere ist vielleicht auch Datenschutz, Überregulierung, Überbürokratisierung, Antragswesen, was irgendwie ganz schlimm ist. Aber ganz oft ich gucke ja oft eben in Lancet, British Medical Journal, New England Journal und so weiter, dann hast du ganz oft ja so europaweite oder sogar Studien über mehrere Kontinente oft mit den wohlhabenden Ländern und dann ist ganz oft keine Daten aus Deutschland. Der Datenschutz. Ja, aber es ist zum Teil auch eine Präsigkeit und wahrscheinlich ein ärztliches Standesdenken. Zum Beispiel, wir haben immer noch kein bundesweites Krebsregister. Wir haben das regional schon länger im Saarland, in Schleswig-Holstein und einigen anderen Orten. Und ich habe mal mit einem Kollegen zusammen, haben wir 3 Chirurgen interviewt, die alle schon um die 80 oder drüber waren, so Rückblick auf ihre chirurgische Laufbahn. Und die haben sich zum Teil kringelig gelacht oder geärgert, je nach Naturell, weil da ging es darum, manche Chirurgen haben gesagt, die TÜV-Prothese. Da gibt es ja Porzellan und Keramik und Metall und Nicht-Metall und das eine, der Kopf aus dem Material und aus dem. Und es gibt verschiedene Techniken und Materialien. Und Betonieren in den Oberschenkelknochen oder eben einfach so reinstecken. Und dann haben sie gesagt, das sogenannte Endoprothesenregister. Also man guckt, welche Hüftprothese hält wie lange, welche gibt wie viele schädliche Ionen, Schadstoffe ab, welches Material ist das Beste. Und da ist natürlich immer der eine mit dem Erfahrung, der andere mit dem. Also es gibt natürlich immer noch individuelle Unterschiede vom Operateur oder von der Aber trotzdem kann man ja sagen, ich habe auch mal so einen Materialüberblick. Und das ist jetzt seit wenigen Jahren wird das aufgebaut. Wir haben das Interview, glaube ich, 2017 geführt, da gab es das noch nicht. Und dann haben die gesagt, wir reden da seit den 70er Jahren drüber, seit den 1970er Jahren. Und du konntest im Jahr 2010, 15, 17, und ich weiß nicht, wie vollständig es heute ist, genau, aber es ist jetzt erst am Aufbau. Statt dass du sagst, hey, können ja auf 50 Jahre zurückblicken, die und die und die ist nach 10 Jahren Schrott. Ist unglaublich. Aber sowas macht doch das System performanter, die Menschen gesünder und es macht also auf lange Sicht auch das Ganze günstiger, weil ich weiß, was funktioniert und was nicht. Das stimmt, aber da gibt es so viele Hindernisse, so viel Umständlichkeit, Bürokratie, auch die Patienten, nicht nur. Ich habe ein Sohn von Freunden hat in Stockholm promoviert und hatte alle Daten, das war glaube ich VWL, der wollte wissen, wie weit hängt Bildung und Einkommen der Eltern vom Erfolg der Kinder später vom Einkommen. Der hat alle Daten, wenn ich das richtig verstanden habe, von allen Schweden seit dem Zweiten Weltkrieg. Weil der Schwede an sich denkt, ich stelle das dem Staat und der Forschung zur Verfügung, dann profitiere ich selber davon. Was denkt der Deutsche, wenn ich ausgehorcht, gläserner Mensch? Ich will mich nicht über Datenschutz lustig machen, aber da haben wir natürlich auch einen Misstrauensvorschuss und überhaupt nicht dieses Denken, es kann uns als Gemeinschaft zugutekommen. Aber dann gibt es auch Überregularien. Also aggregiert die anonymisierten Daten, die du sammelst über die Lebenszeiten von Menschen. Das, was du als Individuum davon zurückbekommst, ist um ein so krass Vielfaches größer als dieses Missbrauchspotenzial, wo ich mir so denke, Alter, du musst mich nicht überzeugen. Ich sehe das ja, diese Hindernisse davon und ich sehe dieses Beispiel eben Skandinavien und konkret aus dem Freundeskreis. Der hatte, wie gesagt, von jedem Schweden alle Daten. Und ich meine, was soll der damit individuell anfangen? Das war einfach für die Forschungsfrage und natürlich auch um gezielt dann zu sagen, wo muss man gezielt fördern, dass alle gleich Chancen haben, jetzt um auf sein Gebiet zu kommen. Und ein anderer Punkt ist aber, ich habe mal vor kurzem an einer großen Uniklinik einen Vortrag gehalten, ich sage nicht wo, und habe genau das auch erwähnt, klinische Studien und schlecht Deutschland. Und dann hat er gesagt, ja, hinterher kam der Chefarzt dann zu mir und hat gesagt, ja, stimmt ja alles, aber Sie glauben gar nicht, mit was wir zu kämpfen haben. Dann hat er erstmal da erzählt, wie lange diese Ausschreibung mit Umbaumaßnahmen für die Klinik, wie ewig sich das hinzieht, bis sie fertig ist, irgendwie Jahrzehnte. Aber der größere Punkt ist, er hat mir auch gezeigt, wir wollen hier eine Ambulanz machen. Hat er mir dann also jetzt so Quadrat, hat er mir gesagt, hier vorne ist die Anmeldetheke und da hinten in der Ecke ist der Notausgang und neben dem Notausgang sind 2 so Computerarbeitsplätze. Dann haben sie das eingereicht, dann hat die Datenschutzabteilung gesagt, das dürft ihr so nicht bauen, also es ging um diesen Umbauplan. Weil, wenn ein Feuer ist, dann laufen über den Notausgang Leute raus und dann sehen die auf den Computerbildschirm von den Leuten, die da hinten in der 3. Reihe sitzen. Ja, und wenn ein Feuer ist in der Klinik, dann gucke ich mir die Daten auf den Computer an. Also wirklich. Genau, dann willst du wissen, ob Herr Müller irgendwie eine Mandelentzündung hat. Und das ist so absurd. Und dann ist dieser Chefarzt, hat er mir erzählt, und ich glaube nicht, dass er sich das ausgedacht hat, ist er zum Klinikdirektor gegangen und hat gesagt, hier Kollege, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann hat der nur gesagt, findet eine pragmatische Lösung. Dann haben sie irgendwie so eine Sichtfolien an diese Computer eingeplant, seitlich. Aber wie sachfremd, lebensfremd ist das denn, wie du sagst, dass bei einem Feuer die Leute nichts Besseres zu tun haben, als auf dem Computerbildschirm zu gucken. Aber sowas ist vielleicht eine besonders absurde Posse, aber er hat es mir so erzählt und ich habe keinen Grund, das nicht zu glauben. Weißt du, was meine Hypothese ist? Dass Deutschland
vom Kerngedanken her zu viele Juristen hatte in leitender Position, dass wir sehr also guck mal, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, amerikanische Staatsgründung zurückgucke und ich so eine unfassbare Ungerechtigkeit habe und ich eine Rechtsgrundlage schaffen muss und ich glaube, wir haben so diese erste große Welle quasi echt auch mit den Juristen hinbekommen und das ist auch weiter wichtig, quasi eine Baseline an Juristen zu haben in Politik. Ich glaube nur, dass sie dominant sind, weil auch so der Gestaltungsraum von einem Staat und das Verständnis von einem Staat ist für mich so sehr stark regel- und gesetzesbasiert. Also klar sind das Kernprodukte von einem Staat und irgendwie Gesellschaft zu ordnen, aber irgendwie frage ich mich dann so, okay, aber was wollen wir denn bauen? Also was wollen wir denn schaffen? Also was ist so das Gut, was wir fördern wollen? Zum Beispiel hier in dem Fall Gesundheit. Also mir fehlt so der Blick nach vorne. Ist irgendwie nur rückwärts und regelgewandt. Und selbstzentriert, weil ursprünglich ist Bürokratie ja mal entstanden, um das Zusammenleben zu erleichtern. Ist ja was Positives, um es mit Formularen und Regeln, wie auch Gesetze und Jura allgemein, das ist ja was Gutes. Aber genauso wie das, haben wir vorhin, glaube ich, kurz drüber gesprochen, wie es bei Forschungseinrichtungen, wenn du jetzt was forschst und du merkst irgendwie nach einer Zeit selber, eigentlich kommt da nicht mehr viel bei raus. Dann sagst du natürlich nicht selber als Forscher, okay, wir machen den Laden dicht, sondern du hast dann ja immer wieder, versuchst dann ja zu begründen, warum das trotzdem wichtig und gut ist. Also so diese Eigendynamik sieht man auch manchmal, wenn irgendwie so Moden in der wissenschaftlichen, medizinischen Forschung gibt. Das haben wir mal angefangen und wir wollen ja selber unsere Jobs erhalten. So, und so ähnlich ist das auch mit der Bürokratie, die über die Jahre und mit deutscher Gründlichkeit vergessen hat, eigentlich ist sie dafür da, den Menschen zu helfen und ihr Leben zu erleichtern. Inzwischen hat sie sich selbst so verselbstständigt, dass sie vielen Menschen das Leben erschwert, fragt Leute mit Baugenehmigung, mit öffentlichen Ausschreibungen, damals auch, glaube ich, bei diesen Corona-Maskenbesorgungen. Da geht ja nicht nur um dieses viel zu viel gekauft, viel zu teuer, sondern da muss es auch immer 37 Ausschreibungen geben. Ich habe einen Bekannten im Gesundheitsministerium, der mir dann erzählt hat, da kamen dann Leute aus anderen Ländern, die haben dann einfach einen Koffer aufgemacht und da waren die Scheine drin und dann so, okay, Deal. Und da schreibt der Deutsche erstmal eine mehrmonatige Ausschreibungsfrist aus. Ja, das ist eine Sache, die, ich glaube, da brauchen wir mal den einen oder anderen Ingenieur und einfach ein bisschen andere wissenschaftliche Prägung auch im politischen Willen vorne dran. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte dich fragen, weil jetzt so die Geschichte neigt sich ja jetzt so der Gegenwart zu, wo wir uns jetzt so langsam befinden. Du hast ja unfassbar viele Bücher geschrieben, wir haben jetzt viel geredet, aber ich finde das ganze Thema einfach unfassbar spannend und finde, dass man daraus einfach super viel Wertvolles für sich mitnehmen kann. Also einfach vielleicht so diesen Moment mal zu nehmen, also für mich zumindest war es ein extrem besonderer Moment, weil ich am Anfang auch gesagt habe, ich gucke jetzt auf die Vergangenheit und ich sehe, wenn ich eine Wunde habe, muss ich irgendwie, wenn ich mein Bein offen breche, ich habe meine Hand fast offen gebrochen, früher hätte ich vielleicht meine Hand dauernd amputieren müssen. Vielleicht wäre ich gestorben an einer Wundinfektion. Das muss ich heute nicht. Wenn ich eine bakterielle Lungenentzündung habe, dann kann ich Breitbandantibiotika nehmen und es wird höchstwahrscheinlich gut sein. Ich habe eine riesengroße Reihe von tödlichen Krankheiten, werde ich niemals Angst davor haben müssen oder nie in Kontakt damit kommen, weil ich geimpft bin dagegen. Ich habe mittlerweile einfach so ein großes Repertoire an auch schonenden Techniken. Wenn ich zum Beispiel operiert werde, dann kriege ich eine Narkose und ich spüre nicht, wie das wehtut. Und ich kann Schmerzmittel nehmen, wenn ich Schmerzen habe. Ich kann also einfach so mal innehalten und sehen, was für eine riesen Leitgeschichte, was man ja auch wirklich in dem Buch sieht. Also wie krass, was für Schmerzen, was für Leiden Menschen hatten und wie früh die teilweise gestorben sind, einfach an den verschiedensten Sachen und wie weit wir als Gesellschaft gekommen sind, was Kindersterblichkeit angeht, was Geburtensterblichkeit angeht, was Lebenserwartung angeht. Ja. Also all diese Themen, also wenn man dieses Buch liest, echt, das hat in mir so eine echt unglaubliche Dankbarkeit ausgelöst, auf was für Schultern von Riesen wir so heute stehen. Und das macht einen natürlich dann auch auf der einen Seite dankbar, auf der anderen Seite vielleicht auch wieder gierig nach der Zukunft und fragt sich so der Mensch, oder ich zumindest mich, steht so die große biotechnologische Revolution vor uns. Wie sieht es mit der Genetik aus? Werden wir individualisierte Krebstherapien haben? Wie so dein Ausblick ist auf das, wo wir uns gerade so befinden, was so gerade in deiner, du hast ja so jetzt ich weiß nicht, wie viele Kapitel es waren, aber die verschiedenen großen Revolutionen einmal dargestellt. Was ist so die nächste aus deiner Perspektive und wie schnell siehst du so den Fortschritt der Medizin jetzt voranschreiten mit künstlicher Intelligenz, mit allem, was so gerade passiert? Lass mich ausnahmsweise mal ein bisschen ausführlicher antworten. Danke. Weil einmal ist mir wichtig, aber vielleicht sehe ich mich da selbst auch zu sehr als so jemand, der eigentlich immer als kritischer Geist sich versteht. Also ich glaube, ich habe jetzt keine so eine plumpe Fortschrittserfolgsgeschichte geschrieben in diesem Buch. Nein, gleichzeitig ist es natürlich, gibt es wahnsinnig viele Erfolge, du hast viele davon genannt. Aber ich finde es auch wichtig, und das möchte ich noch, bevor ich auf die Zukunft komme, noch kurz erwähnen. Es gibt aber natürlich auch Dinge, die verloren gegangen sind oder die weggefallen sind. Also ja, wir haben jetzt die wissenschaftliche Medizin so seit 1800, Pathologie, Anatomie, dann 1850, Narkose und dann Bakteriologie und dann eben 1895, 96 Röntgen und Bildgebung bis hin zu Kernspin-CT, Ultraschall und so weiter. Also immer finer, immer differenzierter und dann molekulare Einblicke auf zellulärer, auf molekularer Ebene. Also das geht immer weiter und diese Blicke in den Körper sind immer differenzierter geworden. Aber gleichzeitig also sowas wie der Begriff des Psychischen. Das taucht auch im 18. Jahrhundert schon mal auf. Dann gab es so die naturromantische Medizin in der Goethe-Zeit, wo man auch quasi so die Nachtseite der Natur, also sowas wie Albträume oder wie psychische Besonderheiten nicht abgetan hat, als die sind ja irre, haben wir früher gesagt, Irrenanstalt, sondern als eine besondere Seite des Menschen. Es gab so magnetische Heiler, also man hat einfach die Pflanzenheilkunde, Makrobiotik oder auch Samuel Hahnemann hat das 1796 die Homöopathie quasi entwickelt. Ich halte nicht viel davon, aber es ist also von der Homöopathie. Also ich viele Feinde mache. Homöopathie ist ein Scam. Ja, aber gleichzeitig war klar, dass das Bild, der Blick auf den Menschen war weiter. Es war nicht nur etwas, was damals begann und auch heute manchmal noch stattfindet, eine zu sehr naturwissenschaftliche Reduktion auf Moleküle und Transmitter und Nervenbahnen. Und ganz extrem, und das ist mir auch noch wichtig, bevor ich auf die Zukunft komme, sieht man das auch bei so der Umgang mit uns selbst, also nicht nur Psyche und Natur. Also ich habe ein eigenes Kapitel, wo ich über diese Großbegriffe, diese Traditionen, die Geschichte, die Begriffe, woher kommt das Psychische, woher kommt der Glaube an die Heilkraft der Natur, aber auch sowas wie Diät. Also es gab ja schon in der Antike die Diätetik, aber das war eben insgesamt die Lebensführung. Also Essen und Trinken, Wachen und Schlafen, Bewegung und Ruhe, Sex und kein Sex. Also es ging eigentlich um alles, was man so an Lebensäußerungen hatte und nicht nur auf Essen bezogen. Und das Prinzip war immer Mäßigung, Moderatio. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, von allem ein bisschen und so weiter. Das kann nicht schaden. War noch was meine Mutter mir zum Beispiel auch sehr stark vermittelt hat. So dieses zu viel, alles wozu davor ist nicht so gut. Zu viel, zu wenig. So. Und dann habe ich das Gefühl, dass so seit den 1970er Jahren haben wir so eine Räumungsverkaufs-Radikalismusentwicklung, gerade bei Thema Ernährung. Nach den Mangeljahren im Zweiten Weltkrieg und danach, Nachkriegsjahre, mussten wir erstmal wieder satt werden, dann kamen die Fresswelle und natürlich gibt es Zivilisationskrankheiten. Aber da fing es plötzlich an, dass man irgendwie ganz viele Dinge radikal verdammt hat. Also aus diesem Prinzip der Mäßigung ausgebrochen ist. Also erst kam Low Fat Ende der 70er, inzwischen haben viele Ernährungsgesellschaften gesagt, nein, das ist gar nicht gesünder, ihr müsst euer Fett gar nicht reduzieren. Dann kam Low Carb als so eine Mode, dann wurde plötzlich Salz. Also es gab so die Achse des Bösen, nenne ich das, wo man irgendwie ganz viele Dinge als falsch und schlecht und ganz schlimm identifiziert hat. Dann war es irgendwann rotes Fleisch, dann kam zwischendurch auch Milch oder Weizenmehl. Dumm wie Brot war so ein Buchtitel, also Dinge, die man Jahrhunderte, Jahrtausende lang zu sich genommen hat, waren plötzlich böse und schlecht. Und so kam immer mehr dazu und wie gesagt, rotes Fleisch als Nordkorea unter den Lebensmitteln war dann besonders verfemt und jetzt war es in letzter Zeit Zucker, wurde dann plötzlich ganz böse. Weiß jeder, dass so viel Zucker nicht gut ist, aber ich meine, wir brauchen Glucose, unser Gehirn braucht Glucose, deswegen brauchen wir keine Soft. Also da gibt es viele falsche Entwicklungen, ich will das nicht gutheißen, aber diese Radikalisierung, mit der einzelne Substanzen völlig anti-ganzheitlich schlecht gemacht wurden, das ist mir extrem
extrem auf den Keks gegangen, geht es noch. Und es ist auch unwissenschaftlich. Und jetzt in jüngster Zeit das mit Alkohol, wo es plötzlich heißt, jeder Tropfen ist Gift. Es lässt sich so nicht halten. Da können wir eine Stunde drüber reden. Es gibt wissenschaftliche Belege. Nicht nur das mit dem sozialen Faktor drumherum, der eine Rolle spielt, der gesund ist, sondern auch, dass erst letztes Jahr amerikanische Kardiologenvereinigung gesagt hat, moderater Konsum für Herz-Kreislauf-Gesundheit in niedriger Dosis eben moderat ist gesund und ist okay. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, letzter Satz dazu, die öffentlichen Streber, die sind zur invasiven Art geworden. Also die dir sagen, das ist falsch, das ist richtig. Und da geht es viel mehr um Moral und Ideologie als um medizinisch evidenzbasiert oder nicht, sondern du bist ein schlechter Mensch, weil du rotes Fleisch isst. Oh, spannendes, geiles Terrain. Also erstmal, ich gehöre ja auch... Eigene neue Sendung. Ja, aber ich bin auch so ein Optimierungstyp. Versuche das aber auch mehr nach Bauchgefühl zu machen und nicht so invasiv in mein Leben reinzulassen, weil ich nicht mich schlecht fühlen will. Oh, das ist aber interessant, wie du das, ohne das an dein Leben ranzulassen. Naja, also ich zum Beispiel habe halt gemerkt, so, dass das so Nocebo-effektartige, also Nocebo-mäßige Effekte hat auf mein Leben. Heißt, wenn ich jetzt beispielsweise davon ausgehe, dass, weiß nicht, mir ist zum Beispiel mein Schlaf wichtig, wenn ich jetzt aber nur mal 5 Stunden schlafe, dann bin ich halt so ein Typ, der sagt, okay, wenn es jetzt 2, 3 Tage so ist, dann toughen up, boy, du musst deinen Scheiß machen, fertig, Punkt, freu dich rum. Und dann weiß ich, dass die subjektive Sache, die ich mir erzähle, einen viel größeren Einfluss hat auf mich, wie ich mich fühle, als dass ich jetzt irgendwie rumheule und sage, das war jetzt nicht optimal und ich sollte eigentlich nicht funktionieren. Also ich habe ein sehr resilientes und dynamisches Bild von meiner Funktionsfähigkeit. Wenn jetzt zum Beispiel Leute kommen und sagen, die hatten jetzt, was ich, so leichte Traumata in der Kindheit, ich rede jetzt nicht wirklich von schweren, harten Sachen, dann sage ich halt, Alter, oder so, die so Angst haben mit den Kindern, weil die denken, die sind so gebrechlich und die ganze Zeit auf die aufpassen müssen, dann sage ich, ey, guck dir mal die ganze Evolutionsgeschichte an. Also Evolution und Mensch sind, also wir sind so konzipiert, dass du uns wirklich durch die Gegend schmeißen kannst und wir funktionieren immer noch. Es muss nicht alles perfekt sein. Und so dieses Bild von, die Mathe muss immer weicher sein, mein Leben muss immer optimierter sein, mein Leben muss immer perfekter sein, glaube ich einfach, dass du sehr schnell an diminishing returns kommst. Und ich denke mir halt so, es gibt ein paar Sachen, die haben einen riesen Effekt. Ernähr dich einigermaßen gescheit, schlaf einigermaßen gescheit, mach deine x Stunden Sport pro Woche, Cardio- und Krafttraining und so weiter, ertüchtige dich irgendwie geistig, schau, dass du Freundschaften pflegst. So, diese Balance. Das ist schon ein ziemlich anspruchsvolles Programm, was längst nicht jeder erfüllt. Und erfüllen kann. Und das ist das Problem. Ich habe jetzt gerade kürzlich in einer Süddeutschen einen Text darüber geschrieben, woher kommt dieses Gefühl des Defizits, des Mangels. Und also haben ja viele dann mit diesen ganzen Supplemente-Mist. Die einfache Antwort ist, nein, Gesunde brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Punkt. Können wir jetzt auch 2 Stunden drüber reden. Gibt es viele Belege, offizielle Empfehlungen. Das ist natürlich eine riesen Verkaufsgeschichte dahinter. Oft verbunden mit, unsere Pflanzen haben immer weniger Nährstoffe, unsere Böden sind ausgelaugt. Auch das, ich habe da bei allen möglichen Institutionen und Forschungsinstituten nachgefragt, stimmt nicht. So, und dann die Frage, und da haben ja Soziologen und Historiker sehr geholfen, woher kommt trotzdem dieser Mangel, dieses Gefühl, mir fehlt was, ich muss was ersetzen, ergänzen. Und dann haben die gesagt, naja, wir haben absolute Reichweite und maximale Verfügbarkeit. Wir können Erdbeeren zu Weihnachten essen, Spargel das ganze Jahr. Wir können uns über jede App informieren, wir können unseren Körper verbessern, optimieren, messen, tracken, alles. Und gerade das, alles ist möglich. Und gerade das macht uns, pathetisch gesagt, führt zu einer gewissen inneren Leere, weil wir ja all diese Möglichkeiten nie erreichen werden. Also es ist nie, man kann immer noch sich gesünder, man kann immer noch mehr Sport machen, immer noch leistungsfähiger sein, immer noch besser ernähren, immer noch mehr wissen, machen, tun. Und das führt zu einem, einer Kollege hat es dann noch irgendwie sehr gut auf den Punkt gebracht, das ist dann zwar vielleicht alles korrekt und nach App stimmig, aber es ist nicht befriedigend, das berührt dich nicht. Es ist zwar nach Kalorien- und Nährwerttabelle, aber es ist keine Freude dabei. Es ist sozusagen, also es gibt doch dieses Joachim Meyerhoff-Buch, großartig gerade verfilmt, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Geht zurück auf ein Goethe-Zitat im Leiden des jungen Werther, wo Werther darüber klagt, weil er kann seine geliebte Lotte nie, er ist ihr nah, aber er kann sie nie ganz erreichen, weil sie mit jemand anders verheiratet ist und das natürlich gegen die Konvention und gegen seinen Wunsch ist, da sie da rauszureißen. Und dieses Gefühl, man könnte ja immer noch mehr, aber alles ist machbar, aber ich mache es eben nicht. Und gleichzeitig ein Übermaß an Krisen und Bedrohungen und dann das Gefühl, ich kleines Ich will dann wenigstens über mich selbst Kontrolle haben und mich selbst verbessern. Ich kann das ja sehen, beobachten, ich kann es messen, ich kann es verändern durch Krafttraining, durch andere Ernährung, durch Abnehmen, Zunehmen, was auch immer. Also das fand ich als Erklärung sehr, sehr hilfreich dafür, warum wir gerade in Überflussgesellschaften, anders als Jahrhunderte, Jahrtausende vorher, wo Mangel real war. Ich hatte zu wenig zu essen, keine Kohle zu heizen, kein Dach über dem Kopf. Und jetzt erzählen mir gesunde, erwachsene Menschen, mir fehlt was und denken, das ist der Grund für ihre Erschöpfung und Mattigkeit, statt dass sie vielleicht merken, okay, es kann an Zeitknappheit, an Arbeitsverdichtung, an Stress, auch an politischem Entzug von sozialem Fürsorge und Leistung liegen. Versuche ich das auf sowas wie Nährstoffmangel zurückzuführen, weil den kann ich ausgleichen und damit wird es individuell und auch völlig unpolitisch und ungesellschaftlich. Und diese Interpretation, die fand ich sehr naheliegend und verständlich, wenn dir plötzlich jeder erzählt, ja, ich nehme das und ich muss das noch nehmen und ich glaube, ich brauche jetzt noch den Multikomplex, tralala. Und der Erklärungsansatz ist auch leichter. Ich verstehe, was du meinst. Es ist leichter zu beeinflussen, schneller und das Erklärungsmodell ist einfacher und es ist quasi, das Individuum hat die Verantwortung und nicht irgendwie das System und die Sache, die du eh nicht beeinflussen kannst. Ja, und du bist auch natürlich auch schnell wieder bei Schuld, weil du fühlst dich natürlich kacke, weil du könntest jetzt noch dickere Muckis haben und noch besser und noch gesünder und du könntest noch mehr lesen und noch mehr lernen und noch... Ey, also bei mir auf jeden Fall trifft es zu. Dieses Problem habe ich. Aber ja, aber kann das jemals befriedigt werden? Nein. Weil es ist doch immer Luft nach oben. Und das ist ja wieder kacke, weil du könntest einfach sagen, hey, ich bin ein Gesamtkunstwerk und das meine ich jetzt nicht, ich bin so toll, sondern ich bin in all meinen Stärken, Schwächen, Neigungen, Abneigungen, ist das so stimmig und das fühlt sich gut an und wenn ich mit netten Menschen zusammen bin, wenn ich was Schönes erlebe, Musik, Natur, Sport, was weiß ich, für manche der glauben, dann ist Hartmut Rosa, der Soziologe, hat dafür den Begriff der Resonanz geprägt. Also so quasi so eine Wechselwirkung mit der Welt, egal wo du das findest, Kunst, Musik, Bewegung. Die verliert man komplett, wenn man sich nur darauf versteift. Also ich habe da eine Regel bei mir, ist immer, also als ich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen so diesen Durchfall habe, dass ich irgendwie nichts davon in mein Selbstgefühl reinkommt, dass ich mich auch nicht wirklich gut fühle durch das, was ich mir irgendwie vornehme zu erreichen, wenn ich es erreiche, ist, dass ich immer pausiere, reflektiere und mich dann immer frage, okay, wenn ich jetzt ein anderes Ziel habe oder nächstes Ziel, dass es keine Grenzverschiebung ist, sondern ich wirklich auch mich so frage, hat mich das jetzt befriedigt und ich dann so gelernt habe, hey, okay, ich muss sehr vorsichtig damit umgehen, was ich mir als Ziel setze in meinem Leben und auch viel bewusster damit umgehen, wenn ich das erreiche, als dass ich sozusagen irgendeine Leere spüre, nachdem ich das erreiche und reflexartig direkt das nächste Ziel definiere, dass ich sozusagen da immer eine gedankliche Pause brauche. Nicht nur eine gedankliche, ich weiß nicht, ist jetzt sehr persönlich, aber ob du auch genügend so machst. Mach ich nicht, ne. Naja, aber kannst du doch auch sagen, egal worum es geht und es geht nicht jetzt nur um Leistung, so und so viel Zuschauer, Klicks oder sonst was, sondern einfach so, ist gut so, wie ich bin. Und das messe ich nicht an einer Note, nicht an einem Weitsprungrekord bei Bundesjugendspielen, falls es die noch gibt, sondern das ist um meiner selbst willen. Und weil ich mit Freunden, weil ich mich gut fühle mit der und also so, weil das andere ist ja potenziell nicht zu stillen. Es ist ja schön, Ziele zu haben. Und ich habe auch einen gewissen Ehrgeiz. Ich freue mich dann, wenn ich solche Bücher fertig mache oder an Projekten arbeite, die mich begeistern. Wie das jetzt zum Beispiel, was man hoffentlich gemerkt hat. Aber
Aber gleichzeitig habe ich auch sowas wie, ich konnte mich zum Beispiel jahrelang freuen, jetzt ging es gerade wegen Knie nicht so gut, Altherrenfußball gespielt. Geil. Ja, und dann bin ich oft nach Hause gekommen und meine Kinder haben schon die Augen verdreht, weil dann habe ich gesagt, irgendwie, okay, wir haben 14:11 gespielt, waren immer so Handballergebnisse und ich habe 4 oder 6 Tore geschossen. Da habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Nicht wegen der Tore, sondern ich habe dann nicht gedacht, okay, es gibt wahrscheinlich 100.000 Männer in Deutschland oder 500.000, die auch in meinem Alter noch deutlich besser Fußball spielen als ich, wobei war ein technisch versierter Mittelstürmer. Aber darum ging es mir nicht, sondern ich habe gedacht, für das, was ich kann, war das super. Und außerdem hatten wir super Stimmung. Es war tolle Luft draußen, irgendwie ein netter Abend, kühle Luft an einem Sommertag. Und da muss ich mich nicht damit vergleichen, dass einer in meinem Alter wahrscheinlich noch irgendwie manch einer Landesliga spielen könnte, sondern ich mit meinen Fähigkeiten war für mich zufrieden und mit den anderen hat Spaß gemacht, was ganz schön ausgeben. Ja, ich glaube, dass so ein bisschen das an sozialen Medien gerade so liegt, dass dieses Vergleichen einfach wirklich betoniert ist in diesem Algorithmus. Also es ist wirklich, wenn ein Teil der täglichen Wahrnehmung zu, keine Ahnung, ein paar Stunden dort stattfindet, dann ist das unausweichlich. Also das ist wirklich Das ist wirklich unausweichlich. Ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt und damals gab es von einem Oxford-Professor witzigerweise ein Buch über die Franzosen. Les Français war der Originaltitel und da waren Karikaturen drin, auch von denen, die leider bei diesem Charlie Hebdo-Anschlag, ich glaube 2015 war das, in Paris zum Teil umgebracht wurden. Und eins war, es gibt ja diese Elite-Schulen, diese Grande École in Frankreich, so noch über den Universitäten, so die besonders tollen Ausbildungsstätten. Und eine ist die ENA, École Nationale Administrative, ist das, glaube ich, also wo so die Hälfte der französischen Politiker und Wirtschaftselite auf der Schule waren. So, dann ist die Karikatur, sitzt ein junger Typ, so Mitte 20, sitzt mit einem Amboss um den Hals gekettet auf einer Brücke der Seine und will sich hinunterstürzen. Kommt einer vorbei und fragt, was ist denn los, warum willst du dich denn umbringen? Sagt er, ich bin nur Zweiter in meinem Abschlussjahrgang an der ENA geworden. Und also, der ist der Verlierer, der Zweite. ja, aber es gibt auch Nobelpreisträger, die sich ärgern können, dass sie das Ding erst mit 60 und nicht mit 40 gekriegt haben. Ich verstehe das. Also logisch macht das komplett Sinn. Ich glaube, so diese Frage nach, das ist dann eine ganze Folge wert, dass wir uns damit beschäftigen, mit woher kommt eigentlich Selbstwert und wie kann man den aufbauen, wenn man es vielleicht jetzt nicht so bindungstypmäßig auf die, keine Ahnung, vielleicht körperliche Zuwendung und die Cortisolrezeptoren sind quasi. Kommt wieder der biologische Reduktionismus. Ja, genau. Wir brauchen immer einen biologischen Mechanismus, sonst ist es nicht echt. Nein, Spaß. Ich gebe dir vollkommen recht. Also bei mir ist es eine Sache, in der ich aktuell arbeite, auch mit Psychologen und allem. Und ich verstehe das voll. Ich habe es einfach nie gelernt. Also ich habe zum Beispiel nie, so wie ich aufgewachsen bin, ich wurde nie gelobt für das, was ich gemacht habe. So, also bei mir war das halt einfach so. Es war halt mein Wert, war meine Leistung. Und ich habe mit 30 erst gecheckt, dass die Stimme, die in meinem Kopf mit mir selbst spricht, in der Hinsicht einen blinden Fleck hat. Der hat dazu geführt, dass ich so mein kleines Dreirad habe. Der rechte Reifen hinten ist super gut aufgepumpt. Links fehlt mir der Außenspiegel und links habe ich gar keinen Reifen. Und dieses Emotionale und wie spreche ich mit mir selber, das muss ich dann in der Hinsicht lernen. Und auf der einen Seite hat man dann irgendwie so Kriegs- und martialische Rhetorik, mit der man sich immer gut aufputschen kann intern und mit der man durch schon viel Resilienz auch irgendwie hat. Aber auf der anderen Seite dann, wenn man zu oft diesen Knopf drückt, irgendwie sich fragt, wofür mache ich das gerade eigentlich? So ist irgendwie nicht befriedigend, es fühlt sich sehr leer an, es ist sehr unbefriedigend. Und, aber von außen sieht es dann so aus, wow, der hat ja irgendwie alles und das funktioniert doch, ist doch super. Und man sagt sich dann auch selber, ist doch auch eigentlich alles toll, wieso beschwere ich mich gerade? Aber lerne ich. Ja, ich will jetzt auch nicht so tun, als ob ich da alles irgendwie die Weisheit hätte oder für mich das alles erkannt habe. Aber ich glaube, ich habe manchmal schon, glaube ich, ein Stück Selbstliebe für mich. Und dann muss ich doch auch mal meine Mutter, vor 4 Jahren gestorben, loben. Die hat häufig gesagt, wenn wir in der Schule gut waren, man muss gar nicht immer so der Beste sein, am besten ist Mittelmaß. Nicht so gut, nicht so schlecht, habe ich das mit den Zus. Wenn man so gut ist, wird man nur beneidet, wenn man so schlecht ist, hat man Schwierigkeiten mit sitzen bleiben. Und wenn ich als Kind von irgendeinem Fußballspiel, ich erzähle so viel über Fußball heute, zurückkam und gesagt habe, wir haben einmal nämlich 13:0 gegen Gieboldehausen gewonnen, irgendeinen Kampf zwischen Göttingen und dem Harz. Und dann kam ich nach Hause und habe gestrahlt, wir haben 13:0 gewonnen, ich habe, ein paar Tore geschossen. Sie ach, das ist ja schön, das freut mich. Und sie hat sich für mich gefreut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn ich jetzt, weit entfernt, wenn ich jetzt mit Mitte 20 die Champions League gewonnen hätte und ich wäre zu meiner Mutter gekommen und hätte gesagt, du, wir haben gerade als Mannschaft die Champions League gewonnen und ich habe ein Tor geschossen, hätte sie sich genauso gefreut wie damals in der untersten Holzklasse in Südniedersachsen. Und das ist, glaube ich, was ich erst auch deutlich später erst als Schatz oder als Wert erkannt habe, dass es nicht abhängig war von einer nach außen messbaren Leistung, sondern du hast was für dich geschafft, was dich freut und dann freue ich mich mit dir. Und das ist schön. Das heißt jetzt nicht, dass man, das ist ja auch so eine Kritik, dass die Eltern jedes Krickelkrackelbild ihres Dreijährigen loben und sagen, das ist ein neuer Picasso. Aber einfach so dieses, also sie hat eben nicht gesagt, na gut, andere spielen in der Bezirksliga und ihr seid in der untersten Kreisklasse, sondern es war einfach, wie schön. Du hast Spaß gehabt, dich gefreut und freust dich dann, dass ihr auch gewonnen habt und wunderbar. Und das ist, glaube ich, so ein Wert dieses, also wie gesagt, ich kann mich doch irgendwie sofort begraben lassen, wenn ich denke, okay, es gibt Leute, die haben erfolgreichere Bücher geschrieben, die haben schneller, besser, sonst wie studiert. Ich habe ja gesagt, der Nobelpreisträger kann sich ärgern, dass er ihn nicht noch früher gekriegt hat. Teilen muss. Genau, und manche haben sogar 2 bekommen, Linus Pauling und Marie Curie, glaube ich auch. Na egal. Also auf jeden Fall, es gibt doch immer was, wo du sagst, der war schneller, besser, weiter und das ist... Nee, also ich finde es logisch auch kompletten Quatsch. Ich glaube ich auch welche, die noch mehr Klicks haben als du, kann das sein? Nee, auf jeden Fall, sehr viele. Scherz. Nee, was ich fragen wollte, ist, weil du auch angesetzt hast zu dieser Supplement-Kritik. Also was ich von dir kenne, ist, dass, beziehungsweise hast du auch ein Buch geschrieben, ist beispielsweise Vitaminpräparate, gibt es quasi Forschung, die zeigt, dass das eigentlich gar keinen positiven Nutzen hat. Allerdings sozusagen, wenn ich diese Vitamine über zum Beispiel jetzt im Fall von Skorbut über Zitronen, Orangen zu mir nehme oder andere Früchte, Gemüse zu mir nehme, dann habe ich quasi positive Effekte. Warum ist das so? Gibt es da irgendwelche Phytopflanzennährstoffe, die Vitamine aktivieren und wir kennen die noch nicht? Oder? Da gibt es das Astaxantha, hast du nicht gesehen, Tralala-Protein, das ist das Entscheidende. Ne? Genau, ich reden muss. Ich bin leicht zu überzeugen. Das ist genau wieder das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das ist wieder, finde ich, ein super Beispiel. Das hat mir einer, ich glaube, der war von der Bundesanstalt für Ernährung, Bundesforschungsanstalt für Ernährung, der hat mir dieses Bild mitgegeben. Den habe ich das vor ein paar Jahren gefragt. Und dann hat er gesagt, okay, also, ein Apfel hat schätzungsweise 1000 verschiedene Inhaltsstoffe. Schätzung von ihm. Die Hälfte kennen wir noch nicht mal. Jetzt nimmst du ein Präparat, selbst wenn es ein Multivitaminpräparat ist, da sind 15 Sachen drin. Und offenbar braucht es die Synergieeffekte von dem Gewachsenen, egal ob Pflanze oder Tier, auch in tierischen Produkten sind ja Vitamine drin, die zusammen einen positiven Effekt ergeben, während das reduziert einzeln nicht positiv und manchmal sogar, also nicht gesundheitsfördernd ist, sondern manchmal sogar schädlich. Es gibt ja einige Beispiele, dass Vitaminpräparate sogar schädlich sind. Welches? Es gab da genau, und das gibt bei Rauchern, und dann gab es auch Vitamin D, hat irgendwie da bestimmte, also gab immer wieder verschiedene Studien, die gezeigt haben, keinen Nutzen, sondern eher so Gefahren der Überdosierung oder aber auch jedenfalls also kein gesundheitlicher Nutzen, erst recht nicht Krebsprävention oder Herz-Kreislauf oder was auch immer. Und ich fand dieses Bild, die Einzelsubstanz, selbst wenn du alle 1000 Inhaltsstoffe eines Apfels oder in eine Zitrone kennen würdest, würden die wahrscheinlich nicht, und du würdest sie zusammenrühren, würde das wahrscheinlich nicht den Nutzen ergeben, den der gewachsene Stoff hat. Also ich glaube, dazu kennt man die Mechanismen innerhalb einer Pflanze noch nicht genügend, wie sich da zu welchem Zeitpunkt welche Enzyme, welche Substanzen gegenseitig symbiotisch ergänzen und zu einem Positiven führen. Also die Menge und die Abstimmung sozusagen. Genau, und ich bezweifle auch fast bei allem sonstigen Fortschrittsglauben, dass das synthetisch machbar ist, herstellbar ist in dieser Perfektion. Okay. Und du hast ja vorhin nach der Zukunft gefragt und deswegen glaube ich auch, also ich
Also manchmal kommt mir die gegenwärtige Forschung auch vor wie so die Mailänder oder Pariser Modemesse irgendwie. Es gibt Wellen und Moden und Zyklen. In den 80er Jahren, das habe ich noch in einem Buch beschrieben, ging es um neue endoskopische Operationen. Hatte man zwar vorher auch schon, aber der Boom Schlüssellochoperation. Dann hat man Dinge gemacht von hinten durch die Brust ins Auge, die aus heutiger Sicht einfach, also es war Begeisterung an der Technik, aber es war nicht sinnvoll für die Patienten und es war auch nicht besser. Und Eine kleine Narbe nur. ja, aber das war dann auch ein Irrtum. Da hat man einige früh schon Gallenblasenoperationsvergleich gemacht und später dann erst vor wenigen Jahren Gebärmutterhalskrebs, dass die Genesungszeit nicht kürzer war bei der endoskopischen Operation. So, und dass man dann gelernt hat, also gab es einen Doppelblindversuch. Also bei den minimalinvasiven, quasi eine kleinere Öffnung machen im Körper als gegenüber. Genau, das denkt ja der Laie und das denkt auch der Arzt, ist doch besser, ist doch schonender. Aber dann kam raus durch so einen Versuch, wo sie eben Gallenblasenentfernung, klassisch offenchirurgisch und minimalinvasiv, Schlüsselloch, kleinerer Zugang, verglichen haben, dann die Kamoperation mit ähnlich befleckten Verbänden, blutbefleckten Verbänden und die Ärzte sollten entscheiden, wann die wieder fit sind und entlassen werden. Und da kam eben raus, dass es keinen Unterschied machte von der Genesungszeit, woraus man dann gelernt hat, okay, es kommt nicht darauf an, ob der Einschnitt in der Haut jetzt, was weiß ich, 1 cm oder 5 cm ist, sondern da wird ein Organ entfernt und der Körper braucht, um sich davon zu erholen. Und genauso ist es, also später gab es dann also diese genetische Euphorie. Mein erstes Buch war... Es gab ja noch krassere Studien, von denen du auch erzählt hast, dass es teilweise sogar OPs mit größeren Schnitten bessere Heilverläufe haben. Genau, weil man dann natürlich auch dann auf Variationen, anatomische kleine Unterschiede oder Komplikationen besser reagieren konnte, auch wenn man mehr Platz hat. Also ich will überhaupt nicht die Schlüssellochoperation, das ist ein toller Erfolg und eine wahnsinnige Entwicklung, aber es gab eben auch diese Beispiele jetzt erst kürzlich eben aus dem Frauenärztekongress, wo sich gezeigt hat, dass bei so bestimmten Eingriffen am Muttermund das nicht überlegen war, sondern im Gegenteil. Und dann gab es eben diese genetische Euphorie nach der Genomentschlüsselung 2000, wo man auch dachte, wir werden alles in kürzester Zeit genau erkennen und genau verstehen. Und Mukoviszidose, zystische Fibrose, Erbkrankheit, monogenetisch auf ein Gen zurückzuführen, ich glaube Chromosom 7, wenn ich mich nicht täusche. Und da weiß man auch bis heute nicht genau, warum haben die einen sterben früh, haben ständig Lungenentzündung und verschleimte auch andere Drüsen im Körper und schweres Leben, was früh zu Ende geht, und andere haben fast normale Lebenserwartung mit geringer Einschränkung bei dem gleichen Gendefekt. Also da ist so viel noch offen und unbekannt, da ist mein Fortschrittsoptimismus etwas gedämpft. Aber dazu habe ich zwei Fragen. Also die erste Frage ist jetzt zum Beispiel bei dieser Mukoviszidose und Single-Gen-Problematik, ist das nicht potenziell, ist jetzt nur eine Hypothese, ein Kombinatorikproblem mathematisches, dass ich quasi sage, der Genpool, was die Information angeht, ist halt riesengroß und den zu untersuchen mit all seiner Varianz und den verschiedenen sozusagen Genkombinationen ist ja zahlentechnisch enorme Zahlen, die ich habe. Wenn ich jetzt aber darauf quasi so was wie künstliche Intelligenz drauf haue, langfristig als Technologie, dann kann ich ja langsam wirklich Muster sozusagen beobachten und ich habe halt eine andere Art, das zu untersuchen, als ich bisher hatte. Kann sein. Guter Gedanke. Kann ich nicht ausschließen, will ich auch nicht ausschließen. Ich bin trotzdem skeptisch, vielleicht weil ich das so als zweiten Vorname habe, Skepsis, aber auch weil ich dazu zu viele Dinge in der Medizin erlebt und gesehen habe, wo man eigentlich denkt, 1 und 1 ist 2 und dann war aber eben doch, ist es doch nicht aufgegangen. Ja. Und gerade KI, also natürlich ist es irgendwie hilfreich, es ist rasant, wie es sich entwickelt, aber es gibt etliche Beispiele in der Medizin, wo das granatenmäßig daneben liegt. Und es geht natürlich nicht nur darum, klar, Muster erkennen, du hast irgendwie einen Zellabstrich und hast da irgendwie 1000 Zellen und da ist die KI natürlich besser darin, die kleinen Operationen und Veränderungen zu erkennen, aber letztlich, ob die Krankheitswert haben oder nicht, ist häufig dann auf der erfahrene Beobachter besser als die KI. Das ist also als Hilfsmittel ja, aber als letztlich entscheidend nein, und auch bei Leberflecken, Hautkrebsgefahr gibt es auch entsprechende Beispiele und es gab mal eins. Es kann sein, dass sich das gebessert hat, aber die ist schon, muss ich einschränkend sagen, wenige Jahre alt. Da gab es eine Studie, wo man alle Tumor-Krebsbehandlungsstudien, alle Patientendaten, alles mit sozusagen in den Auswertungspool hineingebracht hat und dann sollte eben KI oder Ärzte entscheiden, von den und den Krebspatienten ist der palliativ, also kurativ heilend kann und sollte man da nichts mehr tun und bei den anderen aber schon, also sie sollten quasi unterscheiden und da war die KI, hat sich sehr, sehr deutlich geirrt im Vergleich zu dem, was die erfahrenen Ärzte dann da gesagt haben, die natürlich nicht die wesentliche, aber nicht die komplette Fachliteratur zur Verfügung hatten, was vielleicht auch ein Problem sein kann. Wir haben ja vorhin über evidenzbasierte Medizin gesprochen. Wäre es natürlich interessant, wenn Sie sich nur auf die hochwertigen Studien... Klar, ohne kontaminierte Daten. Ja, genau, aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Und dieses Big Data-Versprechen, dieses more Volume, more Velocity, also Geschwindigkeit, also immer mehr Daten und immer mehr sonst wie. Es hat ein schlauer Mensch, mit dem ich darüber diskutiert habe, mal das schöne Bild gebracht. Das ist so, wie wenn du ein riesiges Netz im Ozean hast und denkst, da hast nur Fische drin, hast aber auch viel Treibholz und Plastikmüll und sonst wie. Und daraus dann die Synthese ist eben nicht eine leckere Fischsuppe, sondern auch viel Mist. Und da weiß ich nicht, ob das... Also das ist ja nicht trivial, diese Spreu vom Weizentrennung, was sind gute Daten, von für welche Fragestellungen und was nicht. So die Direktdiäten damals, das haben wir gar nicht angesprochen. Genau. Das müssen wir gleich dann. Aber ich habe nur kurz dazu eine Frage, das will ich nicht vergessen. Also das ist auch wohl das Buch, wie das ganz viel glauben. Nee, aber dazu, also jetzt mal, es gibt aber auch Beispiele, wo zum Beispiel KI wirklich zum Beispiel Tumore erkennt, bevor Ärzte das erkennen, oder in der Radiologie die Bilderkennung. Also ich gehe mal davon aus, mit dem Voranschreiten der Technologie, ich bin immer ein bisschen optimistisch, also alles hat Kinderkrankheiten. Bin ich auch noch jünger. Ja, stimmt. Vielleicht lerne ich dann auch den Pessimismus, oder ich weiß nicht, also was ich bin kein Pessimist. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, du hast sicherlich von AlphaFold mitbekommen. Erzähl. Ja, also AlphaFold ist ja quasi ein Projekt gewesen von Google DeepMind und was die gemacht haben, ist, die haben die Quartärstruktur von Proteinen gemappt und das war ein Riesenproblem, also in den, das erste, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ich glaube, hat man auch einen Nobelpreis für bekommen, haben die es ja über irgendwelche Röntgenkristallographie, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, versucht, irgendwie Quartärstrukturen von Proteinen sozusagen darzustellen und das hat teilweise irgendwie 17 Jahre gebraucht für die erste, die vollständig darzustellen, dafür hat der einen Nobelpreis bekommen und dann haben wir so in der Menschheitsgeschichte, keine Ahnung, bis KI 100 oder 200.000 Quartärstrukturen von Proteinen sozusagen dargestellt, was ja wichtig ist, wenn ich jetzt sozusagen Schlüssel-Schloss-Prinzip in der Biologie sozusagen räumliche, ich tue es also, ich erkenne natürlich kurz den Leuten, dass ich sozusagen, ich bei Proteinen sozusagen die Aminosäureabfolge als erstes habe, also quasi in welcher Reihenfolge sind die Aminosäuren aneinander geschaltet und verbunden und dann ist sozusagen die Preisfrage, welche 3D-räumliche Struktur ergibt sich sozusagen dann aus dieser Aminosäurensequenz und wenn ich diese räumliche Struktur habe, dann könnte ich auf Basis der Arzneimittel herstellen, ich könnte individualisierte Therapien sozusagen bauen, ich würde den Körper auf einer mikroskopischen Ebene räumlich viel besser verstehen. Und noch verstehen, wie die sich falten können, um sich woanders anzupassen oder als, genau, ja. So, und da hat AlphaFold, gab es diese Coding-Wettbewerbe, quasi, wo Leute versucht haben, Algorithmen zu bauen, um vorherzusagen, wie sehen die dann wirklich aus. Und dann ja bei diesen Coding-Wettbewerben war es ja so, dass die dann zum Beispiel 5 Proteine falten sollten und es gibt dann 5 fertige Quartärstrukturen, die keiner kennt, sondern nur die Forscher und die haben in Algorithmen ihre Vorhersagen eingereicht. Und da ist jetzt AlphaFold hat hinbekommen, nach einigen Jahren so dieses Problem zu lösen. Also die sind jetzt bei einer Prognosekraft von über 90%. Und die haben jetzt offen, ohne quasi Geld dafür zu verlangen, über 200 Millionen Proteine räumlich dargestellt. Und das ist jetzt zum Beispiel so diese Datenbank als Grundlage für zum Beispiel jetzt die Zukunft, wo ich dann, also weiß ich, was zum Beispiel so dein Take ist darauf. Das ist interessante Grundlagenforschung, das dauert jetzt 100 Jahre, bis da vielleicht interessant draus entsteht, oder? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Grundlage. Da hast du ja quasi dann sowas wie so eine Proteinbibliothek, aber andererseits kenne ich solche, also
ist bei mir vielleicht auch eine Form von Mustererkennung und die kann aber auch falsch sein. Also vielleicht übertrage ich da was aus früheren Erfahrungen auf das jetzt, was aber nicht stimmig ist. Aber vielleicht stimmt es auch. Aber meine erste Annahme ist, ich kenne sowas von individualisierten Krebstherapien, wo man dachte, wie du sagst, Schlüssel-Schloss-Prinzip, der Antikörper oder das wie auch immer gerichtete Pharmakon, die Therapie richtet sich genau gegen die Oberflächenstrukturen der Tumorzellen, der Krebszellen. Und dann denkst du, also du kannst das wunderbar auf dem Reißbrett aufzeichnen, als Modell bilden und dann machst du es und dann gibt es vielleicht auch anfangs einen Therapieerfolg, aber dann ändert sich das, weil sich eben die Krebszellen dem entziehen können, weil sie sich so verändern, dass sie ihren Angriffspunkt selbst verändert haben. Also da ist der Körper und leider auch der kranke Körper oft so flexibel, dass das eben leider dann in der Theorie super überzeugendes Modell, aber in der Praxis hat es dann eben doch nicht geklappt. Und da gibt es ein Beispiel im Buch, das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgewandt, aber das finde ich für dieses Denkmuster sehr, sehr hilfreich. Surfactant-Faktor, also der Oberflächenfaktor. Oder ich fange anders an. Wenn Kinder Frühgeborene sind, dann haben die noch nicht so einen bestimmten Faktor, der tatsächlich Oberflächenfaktor heißt in der Lunge, der dabei hilft, dass sich ihre Lungen entfalten und dann eben diese Spannung erhalten bleibt. Da haben wir ja vorhin mit dem Unterdruck kurz angedeutet. Und man wusste, diese Lungenunreife, wie man das nennt, ist bei Frühgeborenen ein Problem. Und um 1960, 62 rum hat man entdeckt, es gibt diesen Surfactant-Faktor. Und der fehlt dann und deswegen haben die ein Gesundheitsproblem. Und man hat jahrelang versucht, den nachzubauen im Labor, also therapeutisch, damit man das eben bei Frühgeborenen einsetzen kann, therapeutisch, damit die Lungen nachreifen, auch wenn sie schon auf der Welt sind. Und man hat aber seit ungefähr 1970 gewusst, dass Cortison hilft, bei Lungenunreife, Cortison zu geben. Man hat aber nicht gewusst, wie. Also man hat den Mechanismus nicht verstanden mit dem Cortison, aber man hat das Ergebnis gesehen, es hilft. Da aber Cortison als Nordkorea unter den Medikamenten gilt, ein bisschen, zu Unrecht, das hat viele positive Eigenschaften, hat man das, kommt drauf an wie lang, ja, aber in einigen oder in vielen Fällen ist das sehr hilfreich und potent, hat man das eben in vielen Fällen nicht gemacht. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, wie viele Zehntausende Kinder deswegen gelitten haben oder gestorben sind, weil sie das nicht bekommen haben. Und um 1990 rum hat man dann diesen Surfactant-Faktor endlich im Labor herstellen können und hat dann gesehen, der Unterschied war anfangs gar nicht so groß. Und weißt du, worauf ich hinaus will? Also weil das Modell war so überzeugend, und beim anderen hat man nicht gewusst, wie es funktioniert. Und das stört ja so Menschen, wenn sie was beobachten, aber nicht erklären können. Und hat deswegen das nicht so 1970 bis 1990 relativ zögerlich eingesetzt. Und das finde ich ein tolles Beispiel. Vielleicht ist es falsch, wenn ich das so übertrage. Aber ich glaube, dass das Modellwissen so logisch es auch klingt. Und gerade wenn es von Medizinfremden, Biochemikern, Physikern, Datenanalysten, Informatikern zusammengebastelt wird, da ist die Welt sehr stimmig im Modell, aber vielleicht nicht in meiner Realität. Und deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen skeptischer. Okay, in der Hinsicht stimme ich dir zu. Also ich gehöre nicht zu der Sorte, die denken, wenn jetzt dieses eine Ding finden. Ich bin eher, also mein gedankliches Modell ist quasi eher, dass ich ich komme mal von, ich weiß es nicht, wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich erfinden oder so, aber so wie es jetzt gerade wirkt, so diese Antibiotika-Entdeckung, die irgendwie so Breitband so einen riesen Effekt hat, die haben wir wahrscheinlich nicht. Heißt, wir müssen eine Zoomstufe tiefer rein in den Körper gehen, auf der Ebene der Gene, der Proteine, und da wird es halt super komplex, weil ich so viele unterschiedliche Sachen habe. Und dann ist ja sozusagen mit der Individualisierung oder mit der größeren Auflösung meint man ja, man hat quasi einen Wirkmechanismus, der nochmal eine Etage tiefer greift im Körper, der dann aber super differenziert ist. Diese Differenziertheit führt ja aber in der Genetik, was die Information und die Kombinatorik angeht, aber zu einer, was weiß ich, aber Milliarden, Trilliarden, was weiß ich, also solchen Daten und Zahlenmengen, dass das gar nicht mehr klar ist, was passiert da eigentlich. Und das ist auch für den Menschen gar nicht mehr nachvollziehbar. Und hier sozusagen mit künstlicher Intelligenz und auch mit vielleicht wirklich sozusagen den Körper zu simulieren, mit all den Interaktionen, die man hat, also wenn zum Beispiel so, wie man jetzt Modelle baut, versuchen sowas sozusagen nachzubilden und dass das quasi vielleicht das nächste menschliche Unterfangen ist, einerseits quasi genauso wie du gerade sagst, vielleicht findet man so Effekte wie mit Cortison, dass jetzt irgendwie eine Sache gibt und das funktioniert, super, aber auf der anderen Seite quasi wirklich versuche, dieses detaillierte Körperverständnis aufzubauen mit den technischen Gegebenheiten, die wir jetzt halt haben. Und dann halt langfristig dem auf die Spur kommen. Und vielleicht verstehen wir es dann auch nicht, aber wir können da dann Ansätze haben, sozusagen im Hebel. Du bist skeptisch. I'm not convinced, wie Oskar Fischer zur deutschen Beteiligung am Irakkrieg vor 20 Jahren sagte, oder mehr als 20 Jahren. Weil das klingt wieder nach einer bestechenden Logik und dass Menschen das nicht können, sondern nur KI oder Maschinen, völlig d'accord. Aber mein Einwand kommt vorher. Und zwar, man weiß jetzt schon, wenn manche alten Leute kriegen ja 20 Medikamente am Tag. Und selbst da kannst du diese Interaktionen nicht alle, die kennt man nicht alle genau. Du weißt nicht, du hast dann ja, ich bin nicht der super Mathematiker nie gewesen, diese vielen Variablen, die du dann hast, die hast du nicht mehr im Griff. Ja. Die hast du vielleicht mathematisch im Griff, wenn du ganz klar sagen kannst, das macht das und das macht das. Aber dazu sind die Wechselwirkungen jetzt zum Beispiel bei Medikamenten oder wenn du eben jetzt bei Krebstherapie bist oder eben bei diesem Proteinverhaltungsbeispiel, dazu ist das System ja selber zu unflexibel und zu unberechenbar und lässt sich, glaube ich, auch nicht so reduktionistisch klar sagen, das macht nur das, aber nicht das. Und wenn du das mit, lass es nur 10, 20, 30 Player sein, die zusammenzubringen, wer wie interagiert. Also wie gesagt, da weiß ich aus der Pharmakologie und also Arzneimittelforschung weiß ich schon, dass es da schon bei mehr als 10 Medikamenten höchst komplex wird. Ja, du, komplett. Das ist Wechselwirkung, Gegenanzeigen, Verstärkung, Abschwächung und vieles davon weiß man noch nicht, weil man es auch noch nie erforscht hat und kann es auch nicht allein jetzt von der Primär-, Sekundär-, Tertiär- oder Quartärstruktur des Moleküls vorhersagen. Also aber vielleicht bin ich einfach auch zu engstirnig und kann mir das in meiner schönen kleinen Welt, in der ich mich eingerichtet habe, noch nicht vorstellen, kann auch sein. Nee, also ich glaube schon, also die Zahlen und die Datenmengen, die entstehen, sind genau schon bei diesen 10-fach-Interaktionen, also die nennen schon so brutal riesig, dass die für Menschen gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Und vor allem mit allen Interaktionen, die ja sozusagen möglich sind, das sind ja wirklich brutale Zahlen, die entstehen. Ja, und wenn es eine komplett eindimensionale Wenn-dann-Beziehung. Genau, wenn dann sehr schön wäre, dann ist es schon komplex. Aber selbst daran glaube ich nicht, sondern dass es da noch Unterschiede, Variationen gibt von Mensch zu Mensch. Oder es gibt ja schon bei Medikamenten, eines Responder, Non-Responder. Also manche reagieren auf Medikamente, gibt es ja auch immer, macht man sich auch zu wenig klar. Nicht jeder, nicht bei jedem wirkt Aspirin. Oder das ist von so viel, also da ist so viel. Da ist Graubereich. Ja, ich hoffe. Aber wie siehst du das mit der Altersforschung? Also so, dass quasi, sag ich mal, das biologische Altern als Problem geframed wird, wo man sagt, ich gucke jetzt mal in die Natur, und dann habe ich Organismen, die altern deutlich langsamer, manche deutlich schneller und es wird irgendeine Ursache haben und Altern wird jetzt quasi nicht als biologische Notwendigkeit geframed, sondern als etwas Pathologisches, was wir unterbrechen und vielleicht sogar umkehren können. Also da sehe ich ganz extrem diesen schon mehrfach zitierten biologischen Reduktionismus am Start. Da wird ganz oft auch durch Geldmache und in Longevity-Forschung gibt es dann irgendwie Einzelsubstanzen oder auch einen Mix an Substanzen und kürzlich, ich weiß, ich habe den Namen schon wieder vergessen, obwohl ich über ihn geschrieben habe, so ein amerikanischer Multimillionär, der 100 ja, ich glaube, Sachen am Tag futtert und auch auf Rapamycin gesetzt hat, irgendwie da diesen Stoff von den Osterinseln und dann hat sich herausgestellt, dass das aber doch irgendwie die Komplikationen und Nebenwirkungen eher negativ als positiv war und da bist du wieder, glaube ich, bei einem... Oder Metformin, die auch gerne... Ja, es sind eine Menge Substanzen und bei all denen kannst du, also wann immer ich mich mit den Einzelsubstanzen beschäftigt habe, war da für mich ein großes Ja, aber, also nicht für mich, sondern in der Forschung offensichtlich. Und ich habe jetzt ein paar Mal über zuletzt, hieß Maria Antonia, das war eine Spanierin, die ist
17 geworden, diese Super Centenarians, eben die Leute über 100, 110 werden. Und da gibt es ja auch sehr lustige Befunde, also sind schon sehr unterhaltsam. Der All-Time-Rekordhalter ist Jean Calment, eine Französin, die in ihrer Kindheit noch Vincent van Gogh, den Maler, begegnet ist, die, glaube ich, so von 1875 bis 1997 oder so die kannte, also die ist 122 geworden, ist der dokumentiert älteste Rekordhalter. Und dann gibt es einen dänischstämmigen Amerikaner, Christian Mortensen, das ist der Rekordhalter bei den Männern. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der bei 117 oder also so in der Größenordnung war. When are you ready? Right now. You want to go? I would like to have a little bit more time, if you want. How much? Like 20 minutes? Okay. I'm gonna do some of my missions in the meantime. I'm gonna do my missions so I can get my things. You know where the inspect key is in the key binds? Where you inspect? Wait, what? The inspect animation? Yeah, Like the key binding? yeah. Key bindings. I think it's action radial. If you go to key bindings, common, and then you scroll down, there's a thing called action radial shortcut, and I think it's the first one. No, it's something different. I don't know. Wenn du deren Lebensläufe anguckst, total unterschiedlich. Also es gibt nicht das eine Rezept, weder biologisch noch sozial. Mortensen war viel unterwegs, viel umgezogen, wenig Stabilität, hatte auch angeblich wenig Bekannte und Freunde. Der eine trinkt Wein, der andere nicht, der eine isst Fleisch, der andere nicht. Also das ist von der Lebensführung sehr unterschiedlich und ich glaube, es ist schon auch viel Genetik und Glück. Und es gibt ja diesen Tipp, wer alt werden will, sollte sich möglichst langlebige Eltern suchen. Ich glaube, da ist relativ viel dran. Und natürlich kann man ein bisschen was machen, aber also natürlich Sport und nicht zu dick werden und nicht rauchen, aber auch das ist keine Garantie und vieles ist dann eben doch. Also dieser vorhin erwähnte kanadische Neurobiologe mit den Cortisolrezeptoren, Michael Meany heißt er übrigens, der wurde mal gefragt, was trägt denn mehr zum Menschen und zum Leben und aber auch zur Gesundheit, Krankheit bei? Und das übersetze ich jetzt auch auf Lebenserwartung. Nature or Nurture, also irgendwie Biologie, Genetik oder Lebensstil, Umweltprägung. Und dann hat er gesagt, das ist ungefähr so wie die Frage, was mehr zu einem Rechteck beiträgt, die Längsseite oder die Querseite. Das finde ich eine großartige Antwort und auch da hast du natürlich immer so Erklärungen oder Moden in den Erklärungsmustern der Wissenschaft. Mal ist es ganz Umweltprägung, alles war so in den 1970er Jahren, jetzt ist es wieder sehr stark biologisch geprägt. Die Frage ist auch, was der Referenzrahmen ist, zum Beispiel für, ich finde bei dieser Nurture-Frage, was immer voll schwierig ist, ich kann ja Nurture jetzt in
3000 vor Christus angucken und 1000 nach und weißt du, was ich meine? Also Nurture passt ja extrem an. Ja, das ist richtig. Und worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, ist, also wie will ich denn alt werden? Weil da wird sozusagen auch hohes Alter als Wert an sich, und wir haben ja vorhin drüber geredet, die Parameter. Krank alt sein. Genau, oder eben Mobilität oder eben Gemeinschaft, Gesellschaft. Und also so ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Papst, der argentinische Papst Franziskus, habe ich wann war das? Ich glaube im März oder April 2025 ist er gestorben. Und dann war so 1, 2 Tage später, jetzt ist die Todesursache bekannt. Und da habe ich geschmunzelt, ich glaube, es war ein Schlaganfall. Ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall habe ich dann einen Feuilleton-Artikel was im SZ geschrieben, damit anfing, dass der letzte Mensch, an den ich mich erinnere, der an Altersschwäche gestorben ist, meine Oma war, Anfang der 90er Jahre. Also dass man eine Erklärung möchte, der ist, glaube ich, 88 oder 89 geworden, der Papst. Man möchte selbst bei diesem ziemlich hohen Alter wissen, woran ist er denn gestorben. Aber warum ist das schlimm? Was heißt schlimm? Weil es verdrängt, oder diese Kausalität bis zum letzten Atemzug, weil es irgendwie vergessen lässt, dass Menschen erstens sterblich sind, banal, aber dass es auch sozusagen ein langsames Vergehen und weniger werden ist. Und das nach und nach, ich meine, habe ich ja vorhin schon angedeutet, mit Sehkraft der Augenlinse, mit Nierenfilterfunktion, mit Leberstoffwechsel, mit Lungenvolumen, mit Herzkraft bzw. Insuffizienz. Das wird doch alles weniger mit der Zeit, und dann ist es doch naheliegend, dass das irgendwann mal so aufgebraucht ist, dass... Aber da habe ich jetzt eine Frage an dich. So wie das klingt, ist es so ein bisschen, okay, älter werden ist natürlich, das ist ein Prozess, der ist so, den nehmen wir hin. Und genauso könnte ich auch argumentieren, warum will der Mensch Antibiotika entwickeln? Es ist ja einfach natürlich, oder es passiert, dass der daran erkrankt, aber er möchte nicht krank werden. Jetzt haben wir sozusagen eine große Kategorie an Problemen beiseite geräumt und gelöst. Antibiotika, Impfungen, bla bla, ganz viele Todesursachen. Und jetzt versuchen wir sozusagen die übrigen zu attackieren. Wir haben ganz viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wir haben ganz viele Krebserkrankungen. Da sucht man das irgendwie im Lifestyle, in der Ernährung und so weiter, in medizinischem Fortschritt. Und genauso beginnt man jetzt sozusagen, Moment mal, ist das Altern vielleicht nicht nur ist eine Konsequenz, also ist es etwas, was da ist, aber es ist vielleicht so genauso etwas, was wir auch vielleicht behandeln oder lösen können als Problem. Die Frage ist nur, jetzt sozusagen kann man ethisch ist es jetzt ein Problem für mich oder nicht? Aber es gibt einige Leute, die das als Problem sehen, was sie gerne lösen würden. Und jetzt halt die Frage, vielleicht gibt es ja eine Lösung dafür. Genauso wie beim Antibiotikum. Ja gut, aber da hast du jetzt ja sozusagen ein isoliertes Thema rausgegriffen, und das ist ein interessanter Gedanke, den du da hast, aber dazu finde ich dann wieder ganzheitlich Altern zu komplex, weil ja alles altert. Es gibt immer noch einen Psychiater inzwischen Ruhestand in München, Chef Technische Uni, rechts der ISA-Klinikum, der hat immer gesagt, wenn wir alt genug werden, werden wir alle dement. Also es ist einfach eine Alterserscheinung des Gehirns. Du kannst natürlich jetzt sagen, also es gäbe aus meiner Sicht so viele Baustellen, die wiederum interagieren, so ähnlich wie der Apfel mit den 1000 Substanzen, die, ob das Gehirnalterung ist, ob das Zellalterung ist, ob das die nachlassende Fähigkeit des Immunsystems ist, zu reagieren, die nachlassende Fähigkeit des Körpers, mutierte Zellen oder veränderte Zellen auszusortieren, das alles lässt mit dem Alter nach. Ich rede jetzt nicht nur von Muskelkraft und Potenz und Sehschärfe und so weiter. Also du hast ja auf allen Ebenen ein Nachlassen, ein weniger werden. Und das ist durch Genetik und Lebensstil lässt sich das in Maßen beeinflussen, aber ich glaube nicht, dass du quasi also es wäre ja wie eine komplett Reparatur an 739 Fronten oder Bereichen. Und dafür gibt es schon mal gar nicht das eine Mittel, und dafür gibt es auch nicht das Multikomplexmittel, sondern du müsstest ja all das spezifisch angehen und müsstest dann, da sind wir wieder bei den Variablen und den Multidimensionen, jetzt gar nicht, ob du mit dem einen, was du mit dem einen aufbaust, das andere wieder einreißt. Weil da glaube ich schon auch an ein gewisses Gleichgewicht, und das kann dir für deine Lungenzellen helfen, aber dafür machst du vielleicht deine Leberzellen, lässt sie altern oder irgendwie so, weißt du, ich meine? Ja, wie wenn du irgendwann Wachstumshormone gibst und dann, oh scheiße, Nebenwirkung ist Krebs. Ja genau, also die Interaktion, das Systemische des Ganzen, das Gesamtzusammenspiel, halte ich dafür zu komplex und erst recht nicht zu lösen. Dass ich das Gefühl hätte, okay, du hast das eine, kriegst vielleicht in den Griff, aber dafür hast du dann 37, 39.000 andere. Ich würde es aber versuchen. Aber da hätte ich das Gefühl, du bist dann ein wandelnder Arzneischrank, der 100 Pillen zur Prävention und 150 zur Therapie und sonst wie noch nehmen musst und noch dies machen und das machen. Das ist so ein völlig vorprogrammiertes, vorgemessenes Leben dafür, dass du vielleicht dann statt 82, 89 wirst oder statt... Oder 10.000. Quatsch. Also daran, das ist meines Wissens auch der Stand, dass kein ernstzunehmender Wissenschaftler wirklich der Meinung ist, dass du über sowas wie 125 hinauskommst, selbst unter allen optimalen Bedingungen. Interessant. Also dafür hast du doch sowas wie Lebenszyklen, also von Zellen, von Geweben, von Wiederaufbau, Regenerationsreparatur. Das heißt, Biotechnologie wird nie auf den Stand kommen, dass wir auf diesem Level das menschliche Leben beeinflussen werden können. Nein. Also da, wie heißt der James Bond, sagt niemals nie, aber dazu ist mir die Komplexität des Organismus und des Körpers zu groß. Die Vielfalt, die durch diese vielen Variablen und an unendlichen Möglichkeiten entsteht, die sich gegenseitig beeinflussen, stimulieren oder hemmen, ist mir das zu umfangreich. Und da denke ich, da wäre alles, was da an biotechnologischem Nachahmen wäre eine absolute Krücke. Ich meine, guck dir doch an, wie die Hirnforschung, also man weiß einiges über das Gehirn, aber was man alles noch nicht weiß und wie sich allein jede einzelne Nervenzelle mit tausenden anderen verknüpft ist und warum die dann wie in welchem, also ich will jetzt gar nicht von irgendwas Göttlichem oder Wunderwerk, aber ich glaube einfach, die Komplexität lässt sich nicht so reduzieren, dass es technisch reproduzierbar ist. Es gab mal, assoziativer Link, es gab mal eine großartige Rezension von diesem Buch Sophies Welt. Das war, glaube ich, Jostein Garder, der hat Sophie als Kind sich die großen Philosophen erklären lassen. War ein super Erfolg, ich glaube 30 Jahre alt, das Buch. Und die Rezension, die Buchbesprechung hieß Sophies Welt. Und die Kernthese war, und ich habe immer sehr gelacht, war witzig geschrieben und auch sehr überzeugend argumentiert, du kannst jetzt nicht jede philosophische Feinheit und Ideengebäude auf Kinderdenke runterbrechen. Sondern manches musst du eben auch in der Komplexität darstellen, und dazu brauchst du dann halt eine gewisse Komplexität des Verständnisses und der Tiefe und so weiter. Und ist jetzt aus einem ganz anderen Bereich, aber ich glaube, alles, was wir durch KI maschinell, biotechnologisch herstellen können, muss ja erstmal durch eine Reduktion handhabbar, technisch umformbar und dann schließlich anwendbar gemacht werden. Und ich glaube, bei dieser Vereinfachung geht es Information verloren. Ja, und zwar entscheidende. Okay, verstehe. Und das dann vor allem und das musst du für jeden dieser möglichen Reparatur- oder Verbesserungsmechanismen und das in diesem Zusammenspiel dann nochmal mehr. Krass. Ich konzeptualisiere das so. Das ist speculative guess, ich weiß nicht, aber das wäre meine dezente Zukunftsvision. Meine ist wahrscheinlich einfach, dass wir die ein oder andere Zehnerpotenz in den Möglichkeiten wachsen müssen und dann sozusagen diese Komplexität darstellen können. Das ist meine Hoffnung. Aber ob das jetzt wirklich geht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, was hoffst du denn da? Was ich hoffe? Also ich zum Beispiel, als ich Medizin studieren wollte, war meine Hoffnung, dass ich dazu beitragen kann, dass man alle Krankheiten heilen kann. Ja, schön. Ja, aber ich verstehe, dass wir niemals diesen vielleicht nicht diesen utopischen Zustand haben werden, aber das ist zum Beispiel etwas, was mich motiviert. Es ist ja auch wahnsinnig viel Erfolgreiches passiert. Aber wenn ich jetzt so an Altersforschung denke, da würde ich doch denken, Mensch, also wenn ich halbwegs gesund ist immer noch geil. 70, 80, 85 werde, dann bin ich sehr dankbar, wenn ich dann irgendwie Enkel, Familie, Freunde um mich habe,
was willst du mehr? Und Frag mich, was willst du mehr? ja, und ich meine, die einen sind, ich glaube, ich habe jetzt letztens gelesen, dass der Vater von Friedrich Merz gerade 102 geworden ist. Und weil er gefragt wurde, ob er sich eine zweite Amtszeit vorstellen könnte und er ja gesagt hat. Und man kann nicht sagen, ja, glückliche Gene, vielleicht auch gute Lebensführung, was auch immer. Aber dem einen ist gegeben, den anderen nicht. Ich hab das bewundert. Ich war ja erst in Freiburg noch kurz bei der Badischen Zeitung angestellt und in der Zeit hatte ich mal einen Text geschrieben und den hat einer der Gründerväter der Psychosomatik gelesen und mir dann geschrieben, dass er das so auf den Punkt fand und ob wir sich mal treffen wollen. Tuche von Uexküll. Und ich hatte damals geschrieben, die meisten Menschen wünschen sich keine Alternative zur, sondern innerhalb der sogenannten Schulmedizin. Also die wollen gar nicht zu irgendwelchen Kügelchen drehen und sonst wie. Wobei Schulmedizin ein Kampfbegriff der Homöopathen ist, also lehne ich eigentlich ab. Ich finde, Schulmedizin ist auch so ein. Es gibt gute Medizin und schlechte Medizin. Auf jeden Fall Tuche von Uexküll. War damals, glaube ich, um die 90, wahnsinnig lebensaktiv und freundlich. Und wir haben uns dann so alle paar Wochen immer mal wieder getroffen. Und hat er irgendwie mal angerufen und gesagt, ja, ich muss leider absagen, klingt ja albern für einen alten Mann, aber ich habe keine Zeit. Er wollte noch ein Buch mit mir schreiben, voller Ideen und ist dann, ich weiß nicht, mit 94 oder 96 gestorben. Zu diesem Buch kam es leider nicht mehr. Und der hat sich zum Beispiel, und da dachte ich, wow, ich weiß nicht, ob ich das noch hätte, wenn ich dann so alt werde. Ich glaube, er hat sich mit 80 jedenfalls einen Computer gekauft und das war die Zeit, in der ich jetzt genau die Jahreszahl nicht hin, aber es damals so aufkam mit Computer, nicht so wie heute, wo jeder einen hat, sondern da war das eben neu und er hat sich mit 80 einen gekauft und das gelernt. Und wo ich dachte, ja, du kannst natürlich auch mit 80 sagen, was soll der neue Scheiße, komm, lass es. Und er immer irgendwie neugierig und wach und das ist natürlich ein Geschenk, wenn man das auch im Alter noch so hat und nicht immer denkt, wenn ich alles habe, ich alles, weiß ich alles. Das war so eine der geilsten Sachen, die ich zu Kraftsport und BDNF damals gelesen habe. Das war so, Das ist BDNF. weißt du doch, Brain Drive Neurotropic Factor? Ah doch, okay, ja. Ich sehe schon, du bist da sehr auf so biologisch reduziert auf einzelne Moleküle. Ich bin so oft von meteorologischen Fehlschlüssen. Ich reduziere gerne auf die Biologie. Nee, aber ich merke ja, wie ich mich sozusagen von vielen dieser Einzelstoffe löse, weil ich denke, okay, das ist mehr immer nur als Hinweise. Ne? Also okay. ich bin Sorry fürs Unterbrechen. Ich bin nie einer, der sagt, das ist jetzt das und ich sehe das immer so als Hinweis. Ich fand da spannend, die haben quasi so geguckt, okay, welchen Einfluss hat sozusagen das auf die Neuroplastizität von Leuten, die Kraftsport machen. Und dann war so eine Versuchsanordnung, ich kriege nicht mehr ganz genau zusammen, aber es war so, die haben untersucht, je älter du wirst, deine Propensity, Likelihood, dann die Wahrscheinlichkeit, dass du quasi neue mentale Kategorien sozusagen zu formen. Und da haben die so eine BDNF und Sportassoziation quasi gesehen, dass Leute dann quasi, je älter sie werden, eher dazu neigen, auch Neues in alte bestehende Kategorien sozusagen fehl einzuordnen. Und Leute, die mehr Sport machen oder wo sozusagen diesen BDNF-Zusammenhang gesehen haben, dass die halt eher imstande waren, auch wirklich etwas Neuartiges als neu zu klassifizieren und nicht in eine bestehende Deswegen Kategorie. hast du dicke Muskeln. Ich tue es mir immer rechtfertigen, ja, damit. Da muss ich ja vielleicht auch ein bisschen mehr Krafttraining noch machen. Aber nee, also das, was du dazu sagst, das sieht man ja, finde ich, immer so in diesem. Ich finde, Vaping ist so ein Beispiel gewesen, als dann Leute zu IQOS oder Vaping so gesagt haben, das ist 95% weniger schädlich als Zigaretten rauchen und dann so gesagt haben, so, also wenn ich dann sage, okay, du bist jetzt ein Raucher und du steigst darauf um, okay, ist vielleicht risikomäßig smart eventuell, aber wenn dann Leute angefangen haben zu rauchen, also zu vapen, weil das ja weniger schlimm ist als Rauchen, dann habe ich mir so gedacht, mit so ganz vielen Sachen, hey, du hast jetzt, also die Medizingeschichte zeigt ja immer, Rauchen war ja am Anfang auch irgendwie Ärzte rauchen und alle und Heroin, also alles, was ultra schädlich war, wenn man angefangen hat, Kontergan hat man erst später herausgefunden, über die Chiralität und sozusagen, dass das Spiegelbildmoleküle gibt und was für Nebenwirkungen es hat. Beim Rauchen, dass es Lungenkarzinome begünstigt und super schlimm ist für den Körper, Heroin abhängig macht, Kokain und so weiter. Und da finde ich so verrückt, dass Leute auf Suchtstoffe gucken oder generell auf neue Stoffe und immer sagen, ja, es gibt ja keine Wissenschaft, die Nebenwirkungen zeigt. Und die Incentivierung sagt ja immer, okay, es gibt einen neuen Stoff, Leute wollen ihn verkaufen, also gibt es ganz viel positive Wissenschaft, also Marketingstudien und wie auch immer. Und es gibt nichts Schlechtes, weil das Experiment, du bist ja gerade Teil von diesem Experiment. Also du weißt es nicht, es gibt einfach keine Datenlage. Und daraus schließen so viele Leute, dass es halt nicht riskant ist oder ein günstiges Risikoprofil hat. Das finde ich zum Beispiel voll gruselig. Ja. Aber es ist natürlich auch so dieses neu und beim Vapen hast du natürlich dann noch dieses leckerer Geruch und süßlich und schöne Stoffe und das kann ja nicht schlimm sein. Also so ähnlich wie, wo hatten wir es vorhin? Lachgas, genau. Das, was heiter macht, das kann ja nicht medizinisch helfen. Ja. Ich glaube, umgekehrt hast du das, was vielleicht für manche angenehm riecht oder gut schmeckt, das kann ja nicht so schädlich sein, wie das, was jetzt nun wie klassisches Zigarettenrauchen, was eben nicht so gut riecht und schmeckt. Also das ist, glaube ich, auch so ein ganz banaler Grund dafür. Aber sonst guter Hinweis. Ja, Heroin heißt ja Heroin, weil sich die Arbeiter da bei Bayer, wo es entwickelt wurde, war ja als Hustenmittel entwickelt, anfangs heroisch fühlten und dann hat man ja erst so ein bisschen die Nebenwirkungen bekommen. Also haben sich ja lange gewehrt dagegen, dass sie es einstellen müssen. Ich bereue das gerade schon fast, dass ich gesagt habe, wir reden später über Psychosomatik, weil es eigentlich, weil ich wusste, dass wir uns darin verlieren werden, weil es eins meiner Lieblingsgebiete ist. Same here. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich habe es nicht ganz geschafft, ich bin erst so so ein fettes Nachschlagwerk zur Psychosomatik. Ich habe erst so die ersten 100 Seiten geschafft, dann habe ich irgendwann, ich schiebe es dann immer auf, weil es dann, es dauert sehr lange, selbst 10 Seiten davon zu lesen, weil man sehr viel auch nicht versteht. Und Psychosomatik, so dadurch, dass mit allem irgendwie verzahnt ist und mit jedem Organsystem irgendwie doch einen Zusammenhang gibt, ist dann schon echt spannend und aber auch komplex ist. Bevor wir Schluss machen, würde mich interessieren, was für dich so der spannendste Zusammenhang ist, den du kennst medizinisch. Also der, wo du so sagst, den findest du, können auch meinetwegen 3 sein oder wie viel auch immer du möchtest. Das ist so viel und ich glaube, das, was ich vorhin über Rückenschmerzen gesagt habe, diesen Zusammenhang, also das finde ich schon super spannend auf den ersten Blick. So starr und statisch und von Mechanik und Kraft geprägt und dann so stark beeinflussbar durch Psyche, das finde ich, glaube ich, super spannend. Und dann finde ich, das ist vielleicht interessant, also wenn es jetzt darum geht, wir haben doch vorhin darüber geredet, wie sehr die Erwartungshaltung, das Bild, was du dir von dir selbst machst oder von einer Krankheit, die du hast oder die du nicht hast, oder davon, also zum Beispiel für psychosomatisch geschulte Ärzte ist auch ganz wichtig wahrzunehmen, also nicht nur wie Rede, also wenn ein Patient so sagt, bei mir hat man schon alles probiert, nichts hat geholfen oder ich hatte keinen Zweck oder so, das ist natürlich auch schon eine negativ geprimte Erwartungshaltung, wo schon auch bewiesen ist, molekular, neurobiologisch, pharmakologisch, wie Mittel wirken, dass der eine viel schlechtere Prognose hat als jemand, der das anders sieht und sagt, das mache ich jetzt und das hilft mir und ich vertraue dem Arzt und dann ist gut. Und da gibt es ja ganz, ganz viel von diesem Bild, was du von dir selber hast oder ob du dich selber für, sagen wir mal, ich bin ein vitaler, kräftiger Typ, der mitten im Leben steht oder ich bin Wrack oder ich bin ja so anfällig oder vorhin habe ich das erwähnt von der Mutter von dem Kollegen, schwaches Herz. Und das hat ja, also viele von uns haben ja so ein Bild von sich oder auch innerhalb der Familie und wie sehr das, also so diese Erwartungshaltung, das prägt, was wir sind und auch wie wir dann mit Krankheit oder Schwäche umgehen und wie sich auch tatsächlich dann die Krankheit manifestiert. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber da ist ja ganz viel, was sozusagen dann auch mit beeinflusst, wie stark das Immunsystem reagiert, wie stark wir Schmerzen empfinden. Und da finde ich es noch faszinierend, selbst wenn man das alles weiß, dass das ja nicht primär nur eine rationale Geschichte ist, sondern wenn du solche negativen Muster jetzt mal hast, dann kannst du die ja entweder mit therapeutischer Hilfe oder auch selber versuchen zu überwinden. Aber das ist dann meist über positive oder gegenteilige emotionale Erfahrung. Also durch Handeln, durch Erfahrung und nicht durch, so nach dem Motto, ich muss da jetzt keine Angst haben oder es ist so ähnlich mit Höhenangst oder irgendwie solchen Sachen. Also du musst es erleben und es nützt dir nicht zu sagen, naja, das ist jetzt super fest gebaut, dieser Aussichtsturm da mit diesen durchsichtigen Drahtgitterstufen, kann mir nichts passieren, sondern du musst Dinge erleben. Und genauso ist das, glaube ich, mit deinem
Wenn du jetzt denkst, du hast ein schwaches Herz, musst du merken, hey, ich bin tatkräftig, ich kann da die Joggingrunde machen, ich schaffe das oder ich mache diese lange Radtour. Also so. Und das ist, ich meine, das ist einerseits banal, aber dass das auch alle sonst wie Schlaumeier, verstandesmäßig geprägten Menschen nicht davor gefeit sind, ins Erleben, in die Erfahrung zu kommen und vielleicht ihre alten Muster auf diese Weise dann als Fehlschlüsse und als Irrtümer zu erkennen oder zu entlarven. Und das ist, glaube ich, ein toller Weg zu besserem Befinden oder zu Gesundheit. So als, wie gesagt, nicht so platt ist, einfach rosa-rot-Chaka, sondern da ins Tun, ins Erleben kommen, in die Erfahrung. Das Geile gibt so diesen Satz bezüglich Depressionen, wo einer gesagt hat, ich weiß nicht, von wem es kommt, aber so, you can't reason your way out of depression. Gut, ja, So ein bisschen genau das, also dieses sich rausdenken aus einer psychischen Problematik oder Erkrankung oder also dieses, vor allem jetzt, wo du irgendwie, sag ich mal, in der Informationsgesellschaft lebst, wo du ja auch super viel Zugriff darauf hast. Also ich musste auch auf die harte Tour lernen, dass ich einfach gemerkt habe, ey, kannst du viel lesen, wie ich will, aber ich muss sozusagen meine chronische Schmerzproblematik muss ich auch mit Verhalten in den Griff bekommen. Ich war davor super risikoreich. Ich habe ja komplett drauf geschissen, ich habe weiter trainiert, dass ich halt einen Bandscheibenvorfall hatte und so, deswegen ist es noch infiziert. Aber also deswegen, das hat bei mir auch einen riesen Unterschied gemacht und nee, also stimme ich dir voll zu. Also aus meiner Lebenserfahrung, ich habe jetzt nicht die große Evidenz, aber. Ja, aber das ist dann so toll. Ich habe ja vorhin von diesem Friedensnobelpreisträger Kardiologen erzählt, Bernhard Laun. Und dann habe ich den in unserem Gespräch in Frankfurt da vor einigen Jahren auch gefragt, ja, hier Mr. Laun und Kardiologe und so, wie ist denn das mit Bewegungssport? Ist doch gesund, oder? Und ich dachte, naja, klar, was soll er sagen? Und dann sagt er, so einen wunderbaren Brainbustern auf Englisch eben so, ja, natürlich ist es gesund, aber weil es gute Laune macht, weil es Optimismus macht, weil es die Stimmung verbessert. Das ist an der Bewegung gesund. Noch viel mehr als jetzt das, was da mit den Gefäßen passiert an Elastizität und Training. Und das fand ich, wie er das dann so auch so mit voller Euphorie sagte. Ja, und das merkt man ja auch, wenn man mal keinen Bock hat. Also nicht als starres Programm, aber also einfach die gute Laune, die Bewegung auch macht. Das ist ja auch wahnsinnig. Ne? Weißt du, was ich da spannend finde, was ich nicht so, also ich weiß nicht, weil ich jetzt vielleicht ein paar Jahre nicht mehr geguckt habe, aber ich habe mich immer gewundert, warum es nicht so viel geile Forschung zu Humor gibt und dem Einfluss auf die Gesundheit. Also einfach, weil so, jeder will ja sagen, hey, Lachen ist geil und Lachen macht gesund und so weiter, aber so einfach mal, weißt du, gibt's Forschung dazu? Ja, man hat ja auch, also es gibt vor allen Dingen, nachdem man Jahrhunderte, Jahrzehnte lang Pathogenese, also was macht krank, erforscht hat, gibt es so diesen neueren Zweig, so ist lustig, Salutogenese, also was macht gesund. Und das ist jetzt, Humor ist natürlich auch schwer zu fassen, aber sowas wie zugewandte Lebensfreude, also Optimismus ist auch was wieder klingt zu platt, so nicht alles rosa-rot sehen, aber so dieses, oder eine gewisse Heiterkeit, also das Gegenteil von so Grübelsucht und Niedergeschlagenheit und Schwarzsehen und so, da gibt es schon viel zu. Speziell jetzt zu Humor, so, kennst du den schon? Also das wird ja auch schnell als Humor so verstanden, da gibt es, glaube ich, relativ wenig. Aber was so eine positive Grundbestimmtheit und Zuversicht angeht, da gibt es viel. Und es gibt ja auch diese Nonnenstudie, die gezeigt hat, das war eigentlich so mit ein Schlüsselpunkt auch in dieser Glückshumor-Zuversichtsforschung, auch unter bayerisch-österreichischer Beteiligung gemacht. Man hat die Tagebücher von Nonnen gefunden, oder ausgewertet, die mit 16, 18, 20 oder relativ jungen Jahren eben dann sich fürs Kloster entschieden haben, als junge Frauen, junge Mädchen. So, und hat dann festgestellt, waren gute wissenschaftliche Bedingungen, weil die hatten ja einen relativ ähnlichen Tagesablauf, hochalte Labore und Kloster und regelmäßige Ernährung und ähnlich viel Bewegung. Also man konnte die relativ gut vergleichen als Gruppe, kein Sex, zumindest offiziell nicht. Und hat dann festgestellt, die voller Zuversicht, voller Optimismus, so ich freue mich auf diesen Schritt, also in diesen Tagebüchern, die das da geäußert hatten, und das wird eine gute Zeit und ach, wunderbar, dass die im Durchschnitt, ich glaube, es waren 6 oder 7 Jahre länger lebten, die sind alle sehr alt geworden, also ich glaube, die einen im Durchschnitt 86 und die anderen irgendwie sowas wie 92 oder so, also jedenfalls ein deutlicher Unterschied, die im Vergleich, also dass die älter geworden sind im Vergleich zu denen, die so zaudern, hadern, grübeln, so negativ, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also, und das war eigentlich so, dass man dachte, wow, das gibt's doch nicht. Also so ein enormer Unterschied, einfach von der Lebenseinstellung. Darüber müssen wir auch mal eine Folge machen. Du hast ja auch darüber ein Buch geschrieben, über so ein bisschen die Einstellung. Also, ja, Körperglück heißt das, wie gute Gefühle gesund machen. Also könnte genauso gut heißen, wie schlechte Gefühle krank machen. Es gibt viel Forschung dazu, befunden, auf alle Organsysteme bezogen, auf die Gesamtgesundheit, aber auch wahnsinnig spannende Anekdoten, die also so Einzelbeispiele das illustrieren, was so mit, wie stark eigentlich unsere Gedankenkraft auch ist, im Positiven, aber auch im Negativen. Also, wir hatten heute das hier im Fokus. Ihr habt bei Werner über 30 Bücher, aus denen ihr aussuchen könnt, wenn ihr jetzt ungeduldig seid. Ist extrem empfehlenswert. Also ich bin jetzt, wenn wir uns das nächste Mal sehen sollten, dann bin ich zwischen 3 Themen hin und her gerissen. Einmal dem Körperglück. Dann finde ich das Frauenthema super spannend. Also wie sich die Symptome von Frauen und Männern unterscheiden. Und dann auch noch du hast auch über Beziehungen einiges geschrieben. Was Paare zusammenhält und ist, glaube ich, auch sehr unterhaltsam und zum Teil anti-intuitiv, also wo man sich wundert, was dann zu Partnerschaften beiträgt, zu Langanhalten. Oder eben der neue Begriff der Grey Divorces, also die grauen Scheidungen, dass es zunimmt, dass Leute sich nach langer, langer Beziehungszeit noch trennen, aber das machen wir nächstes Mal. Krass, also es ist wirklich viele interessante Themen, die du da hast. Und mir fallen jetzt noch mal 2, 3 andere Sachen ein, aber auf jeden Fall, ihr schreibt gerne, worauf ihr Bock habt, dass wir sprechen miteinander und du hast dann sicherlich auch noch einige neue Sachen, über die du, oder alte Sachen, ist mir scheißegal, ist alles interessant. Also ich habe heute nicht mehr hinbekommen, ich habe hier die 500 Seiten da gelesen, ich habe hier nochmal 15 Seiten Vorbereitung mit ganz vielen Sachen, die ich heute nicht gefragt habe, weil es einfach, ja, wirklich, es ist wirklich, ich könnte wirklich weiter 5 Stunden Fragen stellen, aber das machen wir das nächste Mal. Vielen Dank für deine Zeit und auch vielen Dank, dass du deine Zeit in so viel, ja, wie soll ich sagen, diesen Themen widmest und das auch alles teilst. Sehr gerne und danke dir und wirklich ernst gemeint für dieses wahnsinnig intensive Interesse, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also diese Neugier, dieses Wissen wollen und genauer wissen wollen und nachfragen und warum und kann es nicht anders sein. Und das ist, glaube ich, was glaube ich, vielen sehr gut tun würde, wenn sie da dieses, nee, erzähl mir das oder ist das wirklich so? Also es ist ja, wird oft als Angriff heute empfunden, wenn man einfach nachfragt oder nur sagt, kann es nicht auch andersrum sein und braucht man mehr davon. Vielen, vielen Dank und ja, ich werde dich weiter noch durch Borne fragen. Also, ist noch nicht vorbei. Freunde, wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. The Joe Rogan Experience. During my day, Joe Rogan podcast by night, all day. What did you think about the whole UFO thing before you got in office? So I actually had, when I was stationed at Portland Air National Guard, my job there was an airfield manager, so I would interface and work a lot with the F-15 pilots at the unit. And so there had been an airspace incursion that had taken place when I was still at the time at the Guard. And I remember kind of talking to some of the pilots about it, and I was like, what was that? And they're like, we can't really talk about it. No one really wanted to address it. And so from what I gathered, that had been likely a UAP. And so that kind of was my perspective. Granted, I also grew up in the generation of the X-Files and, I don't know if you remember 94 Independence Day. So like, for me specifically, I didn't look at it with like a crazy lens of perspective. I'm like, you never know if, we're the only ones out there essentially. But why did you assume that if it's a top secret incursion, then you couldn't talk about that it wasn't just a military craft in another country? Because of the way that he was discussing it. What did he say? So
So he had been, he didn't want to, from what I gather, get taken off flight status. And he's like, I really can't discuss it. We couldn't really identify it, essentially, and it had outperformed them. And so that was my first, from a military perspective, kind of experience with someone who basically, there's a stigma within the flight community. Do you want to lose your security clearance? Is there this level of crazy that people kind of brand that will stick with you in your career? But doesn't he have instrumentation on his jet? Well, at the time, right? So an older platform, but he really didn't want to talk about it. And I bring that up because now with our investigation and the task force that I run, actually the reason why the task force was formed was because of an event that happened at Eglin Air Force Base where both myself, Representative Matt Gates, and Representative Tim Burchett actually had responded and want to investigate multiple Air Force pilots that had come forward in regards to UAP incidences that had occurred. They were alleging that the Air Force was covering up. Interesting. Yeah, that was that, and I'm happy to go into detail on that one. But what I will tell you is the stuff that I saw at Eglin, how the military responded, me being a former service member, and then ultimately what I saw with the pushback of the military not even wanting to share with Congress information, which is a big problem because when you have Congress that's supposed to be the advocate and voice for the American people oversight body, and you're being denied access not just from a base commander but high level up at Pentagon, even secretary, that's a problem. Do you think that it's possible that these are U.S. vehicles that are top secret? I definitely think that there's a level of advanced technology that the U.S. government has, and I think that tech can be housed within the defense contract realm, and of course some information is going to be classified. But I can also tell you, and this might sound crazy, but based on our investigations and stuff that we've seen, okay, there is definitely something that I think would rival what we know currently with physics, and a tech that potentially is out there that we don't have the ability to reproduce, because it would basically be like dropping a cell phone right off back in the time of maybe the caveman. So we just don't have the tech to develop yet. What I can also tell you is based on our interviews, and this has been something that you can go back and watch with the congressional hearings, but I was actually able to ask some of the witnesses, what are these things? And they keep saying interdimensional, and then when you talk about the interdimensional aspect of, are these things pre-existing, maybe outside of what we currently know as our own dimension, that stuff can kind of all sound crazy, but at the end of the day, my job as an investigator is to receive all the information, decipher it, and then ultimately from a congressional aspect, if you do have contractors that are withholding information or operating outside of the purview of the federal government, I mean, there's budgetary issues, but there's definitely something that I can tell you with confidence that exists that we don't know how to explain currently. So when you say that it operates outside our understanding of physics, what specifically are you saying? What happened? To I guess break it down in simple terms is that I think that some of the tech that exists, that whatever these things have, these energy things have, well, they call them interdimensional beings. I think that they can actually operate through the time spaces that we currently have, and that's not something that I came up with on my own. That's based on stuff that we've seen. That's based on information that we've been told, and then also too, I think that there's this historical aspect of this gets into the deeper theories and concepts of religion, and I think the history that we currently know, and that kind of spins off into another topic of, you have the modern day Bible, you have this aspect of Bibles that, or books of the Bible that have been removed that explain and kind of touch on these topics, and I think that we're in a time and age where you have such a vast amount of information that we have access to via social media, via your cell phone, via the internet, and so it's really changing the way that we understand, the origins of life and the spiritual reality that we know. When you say interdimensional beings, that they know that these are interdimensional beings, how do they know that? Based on testimony, would be based on witnesses that have come forward, but what I can tell So you the witnesses just were told that they were interdimensional? that they've seen things, and what I can tell you without getting into classified conversations is that there have been incidences that I believe where very credible people have reported that there have been movement outside Texas. That's very vague. Yeah, so look, Unfortunately. look, have I seen a portal open? No. Have I seen a spaceship? Personally, no. Have I seen evidence of this? Yes. Have I seen photo documentation of aircraft that I believe were not made by mankind? Yes. Is there historical significance to this? Yes. Is there multiple events that go back to, I would argue, maybe even before the time of Christ that documented this in text? Yes. So do I believe that the government has access to certain technology? Yes, to an extent. And I believe that certain contractors potentially have back engineered this tech. I think that that's what can explain the advancements that we're seeing. But I also believe that this is a dangerous level of hidden information from the American people, because if you have an aspect of the federal government, which I can tell you, I, with 2 other members of Congress, were denied access to information at Eglin Air Force Base pertaining to whistleblowers because of the fact that we can get into that story what happened at Eglin in a second, but we were denied access to people that we don't have security clearance or the read-in authority on a special access program. That's a problem because I'm supposed to represent and be an investigative body, and you have then people who are unelected that are operating basically in secrecy, and that's a problem. That's a big problem. And so how do these people have the authority to do that? I think it's been decades of classified secret information, and also this aspect of the intelligence community that's been empowered. And it's kind of serendipitous with timing, because when you talk about the intelligence communities and what they've done essentially to the trust in this country with the American people, I think this goes all the way back even into JFK, with how they basically have operated outside of the purview of Congress, and basically to an extent have gone rogue up until recently, using a big push and pull to try to bring in these intelligence agencies currently. Yeah, so I want to bring it back to evidence. You said that you've seen evidence. What kind of evidence have you seen? I have seen photos. I have seen... what have you seen photos of? So I was in a skiff, and I can't discuss all that was in a skiff, but what I can tell you is based on the photos that I've seen, I'm very confident that there's things out there that have not been figured out. It seems crazy that people have access to information that shows that there's something outside of us that is more intelligent, at least more capable than we are, and they hide it from everybody else. What I can tell you is that when you have thousands upon thousands of people around the planet who have time and reported something, right, to say that those people are crazy, to say that the whole concept of even just asking a question that you might not necessarily be psychologically sound, that in itself, that's a disinformation campaign to get people to shut up about it, and that's a problem. We know that the U.S. government has not exactly been clean, and a lot of what they've done with people specifically to the topic of UFOs. Which makes you think that it's probably because there's something there. If you think about the motivation they had with Project Blue Book, when J. Allen Hynek was running Project Blue Book, this specific intention was to discredit all stories. And he ended up ultimately, though, after all these investigations becoming, someone was like, I think but that's true. By the way, a lot of people might not necessarily go onto Google and look up that information, but you can actually look up the declassified reports from Project Blue Book. What's also interesting, though, is when we're talking about tech, right, the ability for this tech, being that it exists, to change dependence for entire governments on like fossil fuel, etc. It's look, I think everyone has a moral obligation to do what they think is right, okay? And so if you're in a position of power and you see something wrong and you're not addressing it, I think, this in itself, getting the truth out there for people to decide for themselves. I'm not telling you what to believe. I'm just telling you in our investigations and what we're pushing for in regards to transparency. I would like to see the federal government roll out some of the stuff that we've been given access to, because I think that information belongs in the hands of the American people. And it's not even just the U.S. government. I mean, there's other countries around the world that have done certain things like this. Now, look, I've had a lot of crazy people show up at my office and say, I've been to hell. Yeah, I've been to Mars. I have a chip in my brain and stuff. We had this one guy that showed up that was like trying to give us, he's like, put this in your computer, it's gonna kill me, but it like runs away. And I'm like, I'm not putting that in my computer. But based on our investigations, what I will tell you is, there's been
two members of Congress that are actually helping to lead out these investigations with me. And the reason I say that is because up until last Congress, if you even said the word UAP or UFO, people actually told us that if we went forward with these investigations that we were going to ruin our political careers. And so, we're in the mindset of, well, like, why wouldn't we ask these questions? And also, too, if no one wants to touch it, like, there has to be something here, right? Right. And so in these investigations, I mean, the amount of people that will come up to us, very successful people, to multiple members of Congress that believe the same thing, it's definitely changed in regards to the stigma that used to exist about disclosure and all this. And so what we're trying to do currently was there's a big documentary that was filmed about a year and a half ago, and we're trying to get a screening up on Capitol Hill. But look, I think a lot of people say, well, this is a distraction from everything else happening in the country right now. And all I'm simply trying to say is it's not a distraction. The people that are kind of helping to divulge all this information, you have an intelligence community, Tulsi Gabbard, Radcliffe, Kash Patel, they have been truly, in regards to our other investigations, extremely transparent and wanting to get this information out. But it doesn't mean that within these intelligence communities there isn't pushback. And so part of the reason why the task force was formed, pertaining to things like UAP, pertaining to things like the Jeffrey Epstein stuff, pertaining to things like the JFK, MLK, and RFK investigations, is because even though we don't hold declassification authority, what we're trying to do is push these agencies and be, if you will, the pit bull and the attack dog on trying to get this information released. And to a lot of these agencies' credits, they've been extremely transparent, and we have gotten one specifically on the JFK stuff, and we're still looking to declassify and ask specifically on the UAP topic. What would be the rationale for keeping a photograph of a known absolute not of this world craft from the American people or from the world? Why would anybody think that would be the smart thing to do, is to limit the access of that information to a very small amount of people? I think that part of the fear is that you have advisors who think that, the American people or humanity might not be able to handle it. Right? There's this like protective complex, but then also too, I think when you are talking about these things, for a lot of people, I think that it kind of can rock your world a little bit in regards to where you stand in a faith perspective, and then also too, an aspect of, well, how do you even begin to explain it? And all I'm going to say is, look, and we can go into some of the books that were removed from what we know as the modern day Bible, but I read through the book of Enoch multiple times, and I'm not saying that these things are angels. Okay, that's not at all what I'm saying. But what I am saying is that depending on where you are in regards to your whole perspective on whether or not God exists, like I believe in God, I'm a Christian. There has to have been, and there's admission that there was other creations that God made, but that we were the most prized creation. And so I think that this can open up a bigger topic of discussion. What I will say is that what's been interesting is, and I've had a massive array of people that have come, right? Like we have people that come in that claim that you can use this ability to basically dog whistle these things in from like a psychic ability. Yeah, I've heard people say that. And I think that there's something there. Otherwise, they wouldn't necessarily be able to provide some of the video evidence that they have. But then that also brings up the question of if these things are interdimensional, which we've had witnesses testify to members of Congress, and that was all publicly out there. That would then bring up the whole, well, if this is really transcending dimension, the power of what you say, thought, all of that, and then you can look into our own government's declassified documents that the CIA had on different experiments. I mean, you can literally, last week I was going through, actually on Friday night, just took my time now, and I was going through some of the declassified, you go to CIA.gov/reading room, you can see all the declassified documents. And so I believe it's called Stargate, and it was talking about the basically psychological experiments where they were trying to basically remote you and all that. Why would our own government be looking into that if there wasn't something there? And so I'm appreciative of all that information being publicly out there, but I think this whole idea and stigma of trying to make it sound crazy when people actually have these questions, that needs to stop, which is why the task force is in existence, and then also too, they need to release information. If I was going to play devil's advocate, I would say that the government would look into that to find out if there's anything there, and that would probably take a long time if they're really being careful. So if I was going to fund a program, if someone told me that there's some people in Russia that can remote view military sites in America, I'd be like, are you sure? And like, yeah, there's a technique involved, we know the technique, and we want to fund some sort of study to see if we can do it. I'm like, let's go. What do you need? Because if maybe it's real. So I don't buy that they wouldn't spend money on it unless it's real. I say they would spend money on it to find out if you're really looking out for national security, right? You've got 300+ million people that you're responsible for. You got to dot your I's and cross your T's. And like, if I'm good at my job and I'm not an egomaniac, I'm gonna go maybe there's some shit I don't know. Well, there's looking into it, and then there's expanding, right? And so if you look at all those declassified files, you can pull up. And this is just wild that there's one where I was looking through, and they had basically, the Coast Guard had called in. There was a ship that they had been given information on that was running drugs, and so they called in one of their remote viewers, and they're trying to get coordinates of the ship and actually like basically locate these things. And actually, was laughing because I was reading this off the website. I'm telling my husband, like, imagine you're trying to run drugs, and then all of a sudden you have some like weirdo at Langley like in the face, and they're like, no, just like, can you use the coordinates? Being up Scotty. Yeah, I don't know if they write things down or type them out or what, but I talked to Hal Puthoff about it, and he said they used it to very specifically find the location of a downed Russian craft within like a couple kilometers, which is nuts. If you think about the area where this thing crashed, it's a remote wilderness in the middle of nowhere. Russia hadn't found it yet. Apparently, we found it first, according to Hal Puthoff. It's just because I haven't done it and because I don't know that it's real doesn't mean it's not real. And this is a problem with people. They don't want to get duped, and they don't want to look stupid. They don't want to look naive, and so they dismiss things. They dismiss that there might be frequencies that you don't tune into all the time, and someone might get really good at that, and they might be able to see things remotely. This episode is brought to you by The Farmer's Dog. I think we can all agree that eating highly processed food for every meal isn't optimal. So why is processed food the status quo for dog food? Because that's what kibble is, an ultra-processed food. But a healthy alternative exists, The Farmer's Dog. They make fresh food for dogs. What does it look like? Real meat and vegetables that are gently cooked to retain vital nutrients and help avoid any of the bad stuff that comes with ultra-processing. And it's not just random ingredients thrown together. The food is formulated by on-staff, board-certified vet nutritionists. These people are experts on dog nutrition, and they're all in on fresh food. The Farmer's Dog also does something unique. They portion out the food to your dog's nutritional needs. This ensures that you don't overfeed them, making weight management easy. Research shows that dogs kept at a healthy weight can live up to 2.5 years longer. Head to thefarmersdog.com/Rogan to get 50% off your first box, plus free shipping. This offer is for new customers only. Well, I think that this gets into the bigger discussion of what do we know, right? Going back to some of these books that were removed. There's a good podcast right now called Autistic Tapes, and it talks about how some non-speaking or non-verbal autistic kids actually are exhibiting I mean the telepathy tapes. Yeah, the telepathy tapes, non-verbal autistic kids are exhibiting telepathy. This concept, again, if you were to talk about it 20 years ago, people will call you crazy, but, I think based on what we're seeing now, based on the fact that our own government's looked into it, based on the stuff that you were saying, I mean, you can find all this information publicly available and it's out there, and I think that there's something to it. And so, we're seeing, and we've heard, this is in non-classified settings, we've heard from people that have come forward that are saying, we're being able to, via meditation, we're essentially like downloading information, we can communicate with these things. Granted, when I'm sitting in my congressional office and I'm hearing this, I take it with a grain of salt because we do get a lot of crazy people, but when you have people that are high-level executives, very successful, clean-cut, not on drugs, are coming in and they're telling you this stuff, and then, you're
kind of cross-referencing it with various people in intelligence agencies. I think that there's something there we need to be at least open to hearing the discussion and argument for these things. Oh, for sure. I mean, like I said, there's a photo out there. I think you owe humanity a service. You're supposed to release that photograph. There's no reason why a small group of people in the government should have photo-conclusive evidence that aliens are real. And there's That's crazy. an overclassification aspect of this too, right? Like if you're serving the military and you're taking a photo on your personal device or video on your personal device, that shouldn't be the purview of the federal government in either which way. I mean, there's been a lot of fake stuff put out there, but the stuff that is legitimate, that we are seeing, stuff that we had people testify to in our congressional hearings. I mean, that's not a joke. And what's even more interesting to this is that I was actually able to talk to David Grush, who now is actually working with the task force to kind of chase down a lot of these leads in regards to some of these contractors that allegedly have this intent, right? So in talking with him, again, not in a skit, we were able to actually flesh out that prior to him testifying, that he actually received very real threats against his life and his wife's life. He's a sound guy, and shortly after he testified, there was this massive smear operation that was launched against him to try to discredit his testimony. And so, again, going into, well, if this stuff wasn't real, or if he wasn't telling the truth, why would there be this massively orchestrated effort to, completely disprove what he was trying to say, or to discredit his actions and his testimony? And so it is kind of coming full circle, right? Going back to what the task force has been able to find out. I mean, we're conducting these investigations simultaneously, and we're doing this in addition to everything else we have to do as members of Congress, right? So although I would love to just dedicate my full-time attention to this, we still have to balance it out. So I've again had some great investigators who are working with us on oversight, as well as a lot of cooperation from the intelligence agencies, and we are going to be asking for this information to be declassified, at least information that's been shown to us. I think the first break in the wall was that 2017 New York Times report, where they were talking about it in logical, sensible language, that these things might be from another world. But I think that movie that you were discussing, which is The Age of Disclosure, Yeah, I haven't seen it. it's very good. Yeah. It's very good. It's very good. It doesn't even have any like UFO footage. Maybe like a little bit. It's just testimony. And at the end of it, you kind of draw this conclusion, like, oh, this makes sense. Like this, what they're essentially saying is one of the problems is if they have been funding these secret programs for all these years, they've been misappropriating money. Oh yeah, and they've been lying to Congress. And that's Jinx. super illegal. Very illegal, but It's super like, illegal. is Congress going to do anything about it? Because it's not the first time. Like we have the, and this is the most frustrating thing. So this is my second term in Congress now. But as a first-term member of Congress, when you get elected to Congress, you would think that they'd bring you in and they'd say, okay, this is how you do the legislation. No, you get elected, you show up to kind of a crash course for about like a week and a half on, how to not get in trouble with ethics, and then you're basically winded down by lobbyists. They don't actually tell you how to do the legislation. Basically, the only rules that you're told are never vote down a rule, which is a procedural motion to bring legislation to the floor, and don't really ever vote against your party. Which within the first week, I broke both rules and so I was on the naughty list, per usual. But the thing is, They tell you how to do it. That's kind of crazy. well, they tell you basically those are the two rules, and don't go against them. You won't have any issues. Those are big ass rules, though. Yeah, because it's like, you're supposed to represent your constituency. So you have people calling off and saying, don't need to vote for this, then you vote against it. It's like people forget that you're supposed to represent, right, representative instead of just do what the party wants. But, there are mechanisms that have existed since Thomas Jefferson, who wrote our damn rule manual, that enable us to actually pass legislation and actually hold agencies and mechanisms that have existed. People forget that you're supposed to represent, right, representative instead of just do what the party these wants. are all But, bots, right? there are Apart from, mechanisms like, that have one team. existed. What did you say? I'm talking Forget in that you're game because I'm supposed doing to my represent- missions. Yeah, I it's have like, to you're play supposed some to represent casual your modes. constituency. So you have people calling off and saying, don't need to vote for this, and then you vote against it. It's like people forget that you're supposed to represent, right, representative instead of just do what the party wants. But, they need to vote for this, and then you vote against it. It's like people forget that you're supposed to represent, right. I'm yeah, ready it's like, now you're if supposed you to wanna represent play. your constituency. So you have people calling off and saying, don't need to vote for this, and then you vote for Okay, let me just kill myself Big real ass quick. rules, though. Yeah, per usual. But the thing is They that, tell you how to do it. That's kind of crazy. well, they tell you basically those are the two rules, and don't go against them. You won't have any issues. Those are big ass rules, though. Yeah, because it's like, you're supposed to. They tell you. Like, not get to the thing about. And You know? it's very good. Yeah. Fuck, dude. How could I not kill myself? Did I get my mission? Let's fucking go. No? Okay. Did. Okay, I did. It's okay.
Alright, I need to do one more thing if you wanna wait. Are you done or you have 5 more minutes? I'm done. Like, fuck the mission, bro. Let's play, man. We haven't played forever. For real. For real. Tell Says you're me. in the game. Yeah, bro. UGC map might help me after all. My Dragon of Leaf. It's working for you? I'm slowly seeing results, you know. I'm hitting headshots more frequently. Moving headshots. Let me get some water. Yeah. Yo, bro. Yeah, are you You here? ready? Yes, a friend of mine joined. He's gonna play 1 or 2 games, and if it doesn't work out for him, he's gonna leave. I prefer to stay on duo. I can't really tell him no, though. Like 1 or 2 games. 1 sec. Yeah. Yeah. What do you want? I don't know. I mean, he can do 1 or 2 games, I don't. But I want Yeah. to stay duo in the long run, you know? Yeah, of course. Okay, let's go like squad 40. Okay. Yo, you here? Yeah, right, sorry. 40? Okay. Squad 40, yes. Let's do it, let's do it. Let's go. Is he a real life friend? Or Hello, bro. hello? We met on Discord, but he's also Greek, so Ah, Where are you from, my friend? Austria, brother, you? Greek. Austria. Yeah. Yeah, Greek. Greece, Malaga, gyros. Yeah. Gyros is fake kebab, you know that? Yeah, I know, bro. It stole it from the Turks.
I invite you here. Curious. It still says you're in the match. Oh, there you go. Cannot invite. This player is in a game mode No. where invites are disabled. There we go. Let me play. Oh! He's too high, bro. Πόσο είσαι platinum, ρε μαλάκα? Θα μπορούμε να παίξουμε. No. Εντάξει, πείτε εσείς. Okay. Ωρα καλή. Θα μπορώ να πω το βράδυ πάλι μόλις σχολάσω. Ναι ρε bro, no worries. Θα λέμε. Πάμε φλάκια. Let's go duo 5 again. 3. Is your lucky number? No, I just go where no one is ever going, you know. My lucky number. Book John? What? Hosan, you mean? Book John. Was here? Book John. I don't know. I don't know what you're talking about, bro. Book John, bro. Book John. What? Oh, that's what you mean? Yeah. What is Hook Jan, Let's bro? go. Full focus, full communication. Okay, how are you? I'm communicating. Focus as fuck, bro. Locked in. I want 10 wins today. I want 15,000. Let's go.
No one. Oh, We got one, 2 teams. 3 teams. I think we can get orange. Yeah. One team is up where we are. Inside yellow. I only have an SKS. No SKS, just shotgun. Oh my god. Knock. Close. Bandaging. I'm smoking myself out. Okay. I'm on boosting as well. Flashing out. He's up top. Back. I'm healing a little bit. Yeah, same. One more bandage. Boosting as well. Pushing. Where'd you get the knock on yellow? Yeah. One crossing here. Orange, knocked. On top east side. Finished on orange. Yellow. Knock. Let's push right side together. Right? Yeah. One guy right side yellow, one guy left side. Knocked one. I'm dropping down Where's the on other? the rocks. He was left side. Nice, good shit. We have more teams on the south. Probably running yellow line right now to us. I need one first aid. I have nothing. I only have bandages. Okay, let me loot these guys. And 27 bullets. Ready? Let's push these guys before they push us. Mhm. Let's run the yellow line. I got 4x for you. Yeah, hold it. Knock one. One more yellow. Flushing. He knocked me. Yellow. I'm crawling behind the building. In second plate. Yeah, I know, bro. They're pushing from everywhere. You need first aid if you have. Nothing. I think they're gonna come behind. Oh, what an 8. Of course, he gets me on the top of yellow. Both of them are there. Ah, bro, I had no scope. Man. Let's try. Yep. Give me a gold one, man. Fuck. Stupid game. I need to practice fast looting, you know, where you right click the gun and pull the ammo. Mm. I got gold. And then you try to quick reload like I did with the M16 and you die. Yeah, exactly like that.
What do you know? Sure. I'm always using the lobby now as aim trainer, like flicking and tracking heads, you know? Really good trick. Mm-hmm. Oh, it's the 8:30. Fuck. A lot of people coming. Yeah, one team wants to contest casino. Yeah. Yeah. One turned. Going No, not the Fortuna. mini, bro. Knock here. Don't say here, say Kalla always. Dropping down. Fortuna, I'm dropping also. Gonna loot upstairs. Heading. Posting. Is there a backpack up there? No. Any kind of scope would be nice too. There's a muzzle here. On ping. Got a scope. Say Kalla always. No need to say ping. And it's just one color. Oh. No, there are two colors. Need big scope. There's a ×8 here. On pink, on orange. Shit. Yeah. Alright. Breaking window. Fortuna. HP. Yellow. Two more to the left. I'm knocked. Oh my god. I was fighting their teammates. As soon as we shot, we had all the attention, bro. Well, they just happened to be on the windows, all four of them. It was unlucky. Yeah. I gotta be in such a rush.
Cool. Da-da-da, na-na-na. We are first. They have terrible Yep. shoots. I gotta land on a gun Kill though. them all, yeah. I get There's back, no gun. back there. Fucking roof, bro. No fucking guns here. Oh my god. Knocked one on me. The roof. Nice. One is in the gym. One dropped cinema or whatever that is. Top gym. Flush gym. When it's on your side on the roof, I still there. Yeah. Flush him. Sound? On this floor. Right around this corridor. This guy's 1 HP on the stairs, bro. Going down, 1 HP. Oh. Nice. I'm going up. I'm on top of the stairs. Good job, bro. Good job. Dude, I shot him twice with a shotgun. How did he not die? Do we have more people here or no? Don't think I saw another team. I think the rest dropped apartments. Okay. Stupid fucking gun, man. Stupid, just stupid. I gotta loot real quick. I have nothing. Need a big scope. Boosting. I'm gonna drop the shotty. I'm gonna pick an M16. Do it. Thing.
No scope, man. Only have a hybrid. There's a ×4 here. You want Yeah. it? I'm dropping it. Push-ups. Yep. Could use some more 5s, but oh, I found some. Gonna see if I can knock one guy on ups. I found a ×8 too. Do you want it? What did you get? Yeah, I want it. Third floor, yellow. Side. People in Roadrock too. We can push them as well. Rozok. Yeah. Let's go for apps first, no? Or whatever you want. These guys are gonna play like rats though. I don't see a lot of movement, just go Rozok. They're already up there, right? Must be. No, I think this is like orange or somewhere. Maybe a bit to the left. Oh, there's a little hill. It should be on the hill here. Yeah, Yeah, on it's top as close. well. On top. Yeah, I'm gonna go from the right. yeah. You can knock one if you can. He's in the tower, I think, close to the tower. Up top, on the water tower. Nope. I'm gonna flash him. He was fighting someone, right? Think so. Yeah, Yeah, somewhere in Rozok. I don't know where that is. boosting. And someone close as well. How do you know? Cause I heard 2 shots. One, I think one is on this compound, like down here somewhere, on orange. Close. Yeah. On the tree. Oh, he went left. Here as well, orange. No, bro. Nice try. I was looking at the tree, bro, and he had just went left. How can they just run at us like this and we don't see them? That's the problem with that stupid hill. They must have been like close already. I think. Chinky. Yep.
Three teams. Ish. I've dropped really bad. One guy on the other triple, I think. We'll push him soon. Bro. Nope. Top 2 in the other triple. No vest, no helmet, bro. Inside my triple. Yep. Trying to look. That Nice. Need helmet. What? Need a helmet. I need everything. No vest, no helmet. Gotta look here real quick. Is your glass break? Yeah, that was mine. Call it, please. Break. Glass break. No yellow. Single white. I'm gonna get on my roof. Any info? No. I'm going roof 2 now. Yellow towards yellow. I'm gonna get closer. Someone should be in front somewhere. That was you? Yeah. Roof of triple, orange. Went back down, I'm gonna cross the street. Yeah, he's inside triple, second floor still. Also yellow from mansion. Headshot him. One guy ran back to the little hut on orange, all the way back. Crossing to your side. Oh. Okay. Inside He was triple. behind the- He went inside triple. I'm nading second floor. He headshot me. I need to heal.
First floor. Posting. Don't see. Yeah, I don't see him either, bro. I don't know where he is. I can't fucking see him. It's new yellow. Shooting you, yeah? No nades. I got one. Where is he? Just toss it on orange. Should be there. See the yellow guy? He jumped out. He jumped out from yellow. Hitting to the orange. left. I can Push stun this as guy. well. Yeah. Stunning. I got bolted from behind to heal. I'm watching the stairs. I'm watching the stairs. Oh my god. Got knocked from yellow. Nice. Good stuff. I'm crawling in. Oh, one on the stairs. Stairs below you. Yeah. He's coming up. No, bro! I had the angle on him. That's fucked up. This fucking car 98 from behind, bro. Fucking Yeah, I was retarded. thinking about it if we should focus on him first, but I don't know. Stadium? Yeah. But I think this is my last one. I have to go to work. Bruh.
Thought you already were at work. Yeah, I worked double shift today. That's crazy, bro. Yes, bro, I have to. I don't even know where I'm going. I think I fucked up. One team is going to my left. And I dropped right in front of them. I'm below you, I'm going inside. Going for a gun. Behind me, they're pushing me. Above us. Okay, I have a panzer. There's another panzer here.